Zum Leben, glücklichen Leben, braucht man Ziele, Illusionen. Zu tief nachgedacht und jedes Ziel wird zur Illusion, zur Ablenkung vor sinnloser Leere. Viele sehen den Sinn darin, in der Gesellschaft zu funktionieren, wollen ein Rädchen im Getriebe sein, auch wenn das ganze Getriebe ins Leere dreht. So sehr Teil des Getriebes werden, dass Drehen zum Selbstzweck wird, die Leere des Raums im Quietschen und Getöse um einen nicht wahrnehmbar, sie unsichtbar werden lassen, vergessen, zumindest zeitweise, bis man von der Achse rutscht und stehen bleibt, das Konstrukt im leeren Raum sieht, aus dem Leben fällt. Let's run away like Bonnie and Clyde. Let us leave all behind. Now let us decide. You want to live boring, leaving no mark, or let's deeply scratch society's mark. We'll run away, they'll want us dead. We will be free, what's good and what's bad. We will live short, but at least we have lived. Not like those people who merely exist. Let's run away like Bonnie and Clyde. We will still be alive long after we died. We'll be gone soon, but we just don't care. We lived more intense than those who don't dare. It won't be easy, the dangers are vast. Our every move might just be our last. Just finding food will feel more intense than living for years in a pre-made pretense. Those who just do what everyone does, those who just judge and don't start a fuss, they won't understand us, and that feels so right. While they dim away, we are living tonight. Let's be born again, just like Bonnie and Clyde. Leave all behind, let us brush it aside. Death might come in a day or a year. Whenever it finds us, I'll hold you, my dear. People will say there'll be no happy end, but for them there's none, as they just pretend. They're smiling away a 9-to-5 life. They're rotting suburbia, just swallow their drive. Each moment we live will be our best, no matter how many when we are laid to rest. We'll be assured we got all we could get, better than decades of boredom and sweat. If future young souls will be searching in need, they'll be inspired, perhaps even freed. Reading about us, we will be their guide. So let us be free like Bonnie and Clyde.
September ist ein verlorener Monat, ganz verloren. Er soll vorbeigehen. Jeder Tag ist nur dafür gut, das Ende des Monats näher zu bringen. Sie sagt, sie brauche Bedenkzeit, will sich ab Anfang Oktober melden. Vorerst aber noch nicht. Vorerst. Ab Anfang Oktober. Warten, sich zerreißen, Nachrichten immer wieder lesen, Briefe schreiben, zerreißen, zusammenkleben, aufs Telefon starren, überlegen, waren Worte falsch, keine Instant-Success-Formel. Das letzte Mal vor Monat persönlich gesprochen, seitdem nur schriftlich. Alles nachlesbar, alles überprüfbar, der Monat zur Textanalyse. Schlafmangel, nicht können. Sie lieben, ohne sie nicht leben können. Sie hassen, warum tut sie mir das an? Sie tut nichts, das tut sie mir an. Nichts Greifbares, keine Kommunikation, nichts. Herzklopfen vor nichts, nichts passiert. Erwartungen, Spannung lässt nicht nach. Die ordentliche Frau, seit Monaten ordnet sie Gedanken. Alle, die nicht sie betreffen, sortiert sie auf den Stapel egal. Egal, Egalität, ich bin ihr gleich wie alle anderen. Hat sie einen, der ihr nicht egal ist? Hab seitdem viele gehalten, viele gefickt, viele geküsst, Komplimente, Gedanken bei ihr, nie untreu geworden. Sie hasse den Gedanken, ihr Körper bei jemand anderem. Wut, was, wenn sie seitdem hatte? Hass steigt auf. Ich habe das Problem doch verstanden. Bis zu diesem Brief nie gesagt. Und konnte sie es nicht vorher ahnen. Wieso nicht? Jede Minute, die ich an sie denke, mich quäle, sie normal weiterlebt, ohne sich zu melden, Folter. Hasse sie, hasse den Gedanken, dass sie einen anderen hatte. Beruhige mich, ich weiß es nicht. Aber kann es vermuten. Weiterleben, weiter viele lieben, es vorgeben, doch nur sie lieben, die anderen bloß wollen, nach außen wie immer, in Gedanken verloren. September ist ein verlorener Monat. Sag mal, hättest du Lust auf ein Haustier? Ja. Und was für eins? Ein Hund. Nicht lieber eine Katze? Guck mal, du siehst voll aus wie eine Katze. Bitte? Ja, das Was? ist doch cool. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Doch, Katze. das ist so eine. Doch, das sieht aus wie eine. Keine Ahnung. Ja, doch. So eine Löwe. Oh. Okay. Das Auge. Sorry. Sehr gut. Man hat auch voll ins Auge, nicht? Nein, steht dir recht, warst du auch recht. Ein Hund. Warum Hunde? Warum? Weil die treu sind. Katzen sind auch treu. Nein, Katzen gehen überall hin. Nein. Auch nicht von allen Okay, die Streifen. gehen überall hin. Die sind halt unabhängig. Weißt du? Die können überall hingehen, wann sie wollen. Und dann kommen sie aber auch wieder zurück. Die gehen genau an die Stelle hin, wo du Verletzungen hast zum Beispiel. Die haben richtig Ahnung für sowas. Und ich meine, Hunde Hunde haben Augenfeinde. haben überhaupt gar keine Ahnung. Die sind richtig Doch. dumm. Die sind total dumm, die kommen auf dich zu. Gar nicht. Doch, das ist doch... Schwachsinn. Komm schon, lieber eine Katze. Nein. Okay, weißt du was? Ein kleiner Hund als Kompromiss. Ne, wir machen es so. Wir werfen eine Münze. Okay. Und bei Kopf eine Katze und bei Zahl eine Katze. Du weißt, ich habe echt einen schwachen Magen, aber Paris, ich kann es nicht mehr hören. Also Paris ist doch wirklich die unterste Schiene. Jeder ist glücklich in Paris. Mein Gott, wie oft war ich glücklich in Paris? Immer wenn es schief ging, gingen wir nach Paris. Mein Gott, wir haben unser eigenes Zimmer mittlerweile da. Guckst dir doch mal an, was hier läuft. Das ist die Realität. Und hier fühlst du dich an der Nase rum. Du verbiegst dich für sie, ständig. Hey, du bist ein Mann. Ja, aber gehört es nicht zu einer Beziehung dazu, dass man sich aufeinander einstimmt, dass man Kompromisse eingeht? Dann sag das mal ihr.
die tut sich doch null auf dich einstellen. Was macht sie? Sie schreibt dir endlose Mails, wo sie dich beleidigt, wo sie sich niedermacht. Mach doch bitte. Danach bist du wieder am Arsch und einen Tag drauf geht es dir wieder gut, weil du das machst, was sie will. Also, sorry about that, aber die Frau kannst du wirklich in die Tonne treten. Sei froh, lass sie in der Tonne drin, sie ist ja schon drin. Nimm den Deckel nur nicht ab, wenn ich Nägel hätte, würde ich zunageln. Du übertreibst es gerade. Nee, wenn ich sage, ich würde eine Frau nageln, das ist weit hergeholt. Ich mag deine Gröbchen hier. Die sind schön. Ja, naja. Total. Das habe ich noch nicht gehört. Das glaube ich dir nicht. Doch? Nee. Doch. Bestimmt hast du das schon Nein, gehört. Das nein, sagt fast nein. jeder wahrscheinlich. Nein. Das hat noch keiner gesagt. Aber im Ernst ist es nicht so. Wovor hast du eigentlich Angst? Weil ich Angst habe. Ja. Wie kommst du darauf? Einfach so, ich bin neugierig. Ich habe vor nichts Angst. Komm, hör doch auf. Soll ich dir sagen, wovor ich Angst habe? Okay. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst vor Ablehnung. Verstehst du das? Das ist eine Schwäche, würde ich eher sagen. Es ist vielleicht weniger eine Angst als eine Schwäche. Aber ich finde es gut, dass du das so durchziehst. Was meinst du? Na, dein ganzer Lebensstil und so. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Wahl getroffen habe oder ob das einfach so ist. Das ist meine Natur. Manchmal ist das Du bist so egoistisch. Letztens war ich abends unterwegs. Ja. Und hat sie mir auch geschrieben, so, oh, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich irgendwie mit irgendeinem Mädel oder so? Ja, ist sie denn so krankhaft eifersüchtig? Kompletter Zeitvertreib. Schon, oder? Bin ich deine jüngere Freundin, mit der du angeben kannst? Manchmal ist sie so, manchmal ist sie so. Sie weiß auch nicht genau, was sie will. Lass mich doppelt! Ich habe mir sogar extra diese Reise Toll. organisiert nach Paris. Das war's, ey. Ich schlafe auf dem Sofa. Ich hoffe mal, es wird besser, wenn wir dort sind. Komm mal ein bisschen runter von der Höhe. Du mal runter, ja. Überleg doch mal, die Frau hat dich doch nur genervt, Tag ein, Tag aus. Was hast du nicht alles gemacht? Wie oft hast du nicht voll geflennt, was diese Frau dir alles antut? Weißt du, wie mir das auf den Sack geht? Was? Du musst dich fragen, ob du Drama im Leben brauchst. Mensch, mal total. Die Frau ist ein Fall für die Psychiatrie. Hör doch auf. Aber ich brauch sie. Genauso auf den Sack. Kleines, dummes Blondchen. Gefärbt obendrein. Marc, du kennst sie doch überhaupt nicht. Hör auf, du bist so egoistisch. Jedes Mal sagst du das Gleiche und weichst ständig Frau aus. kennenlernen ist nicht nur deine Droge. Ich meine, ist auch meine und wir alle haben das. Weißt du, dieses High, was du kriegst, wenn du eine neu kennenlernst. Aber jetzt mal ohne Spaß, die ist dein Crack. Was soll das heißen, mein Crack? Das ist Liebe. Na, du bist ein Crackhead geworden, ist das nicht aufgefallen? Du suchst die ganze Zeit wieder ein High und du erreichst es nicht. Du machst dich daraufhin fertig. Ich meine, schau, wie sie sich behandelt inzwischen. Was magst du überhaupt noch an der? Guck mal. Wir hatten einfach eine Verbindung. So eine Art Seelenverwandte. Eine Seelenverwandte, die dich die ganze Zeit fertig macht, weil du so bist, wie du bist und weil du die ganze Zeit gesagt hast, dass du bist, wie du bist. Wenn du dann sie zurückdenkst, das ist nicht die Person, die sie jetzt ist. Weißt du, wenn eine dich sieht und denkt, boah, das sieht gut aus, er hat Talent und so weiter und dann sagst du, oh, ich will mit ihm zusammen sein und dann bist du nett zu ihr. Und dann bist du ja irgendwie, boah, der ist nett zu mir, ich muss machen, dass er weiter nett zu mir ist, ich tue alles für ihn. Das ist halt das Problem mit so jungen Frauen Anfang 20, weil wenn man jung ist, dann kann man noch nicht genau sehen, ist sie formbar und unsicher oder ist sie einfach nur nett. Wie redest du eigentlich? Du kennst sie doch überhaupt nicht, oder? Ich Du hab's weißt ja- überhaupt nicht, wie sie denkt oder wie sie fühlt. Ich kenne diesen Typ, weißt du, das ist halt so. Du kennst diesen Typ, Ja. du verallgemeinerst. Das ist Ja, das Problem. natürlich, wenn man genug erlebt hat. Man guckt, wenn eine Anfang 20 ist oder 19, 18, was auch immer, und dich dann kennenlernt und dich ganz toll findet und alles machen will, um dir zu gefallen. Und du denkst, wow, ist meine Seelenverwandte, jetzt mache ich das. Jetzt haben wir einen Dreier mit der anderen. Hey, jetzt habe ich mehrere parallel und sie findet das alles toll. Da ist echt das Risiko, dass sie es innen drin total hasst, beginnt dich zu verachten, aber sie traut es nicht, es dir zu zeigen. Du weißt nicht, wie sie denkt. Guck, sie hat den Hass reingefressen und irgendwann hat sie einen Ausbruch und hat dich voll niedergemacht, oder? Inzwischen, wenn eine mir sagt, sie findet das cool, dann bin ich vorsichtig. Ich frage mich, echt jetzt? Ich will nicht nur, oh, echt, du findest es cool, sondern ist das dein Ernst? Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht, dass du mich cool findest? Fuck you. Eigentlich hat die nur eine Funktion für dich erfüllt, weißt du? Du hast jemanden gebraucht, der dich vergöttert und liebt und das hat sie gemacht und dann hat sie sich dafür gehasst und jetzt ist sie weg.
Urlaub macht, du brauchst einen Supermarkt in der Nähe. Da bin ich bei dir. Auf Ja. jeden Fall. Ganz klare Ja. Sache. Also wir haben ja so ein Ding, ne? Ich erzähl's jetzt. Ja, erzähl. Wir haben so, also ist okay, ne? Ist okay. Ist ja nichts Schlimmes. Also, wir suchen halt nach Orten, wo es einen Supermarkt in der Nähe gibt. Also. Genau. Ist halt Das ist einfach- immer so ein Ding, wir schauen immer, so, gibt's einen Supermarkt oder gibt's keinen Supermarkt? Und dann, da wo es einen Supermarkt gibt, da suchen wir dann. Und so, das ist so ein Ding von uns. Wir schmuggeln dann auch unsere ganzen Sachen ins Hotelzimmer auf. ist voll Also meistens haben günstig. wir einen Kühlschrank gehabt immer. Da können wir Ja, es ist voll gut. Ja. Es Man ist muss voll ein dieses guter teure Trick. Zeug nicht kaufen aus der Minibar. Immer sie. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Reihung. Rein Haus, rein Denken, rein Leben, rein Grab. Scheiße, zum Kotzen. Abends ein Bier soll von der Leere der Existenz ablenken, versickert darin. Geist betäubt, um zu vergessen, dass sie nicht leben. Nur existieren mit dem Ziel, ersetzbar zu werden. Gleiche Gespräche und gleiche Menschen Tag für Tag, im Strom des Nichts die Zeit ermorden. Sich selbst individuell vorkommend. Ohrring, geweitete Ohrlöcher, Tattoo, sich selbst belügen, gekaufte Accessoires des konformen Nonkonformismus. Verschlingen das Leben, verdauen es nicht, verurteilen und versauern. Nennen es Leben. Alles in Maßen, vernünftiges Maß. Leidenschaften seien Unvernunft, Geist schlägt keine Flammen, versauert im Energiesparmodus, bis er sanft ins Nichts ausblendet. Es ihnen ins Gesicht schreien, nützt nichts, sie stimmen zu, die Spießer sind immer die anderen, erkennen sich nicht. Leben, geordnet, am Stück nie zerborsten, Fototapete aus dem Katalog, aus mehreren Mustern, individuell vorgefertigt ausgesucht, nicht aus Fetzen vernäht, mit Lumpen geflickt, entstanden, erlebt. Keine Fetzen leben. Mein Papa hat sich wieder gemeldet. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt zurückschreiben soll oder ob es ganz gut wäre, sich mal mit ihm zu treffen. Also in dem Brief, den er mir geschrieben hat, stand, dass er nicht mehr trinkt. Aber meine Mama hat gesagt, dass sie dem Ganzen sowieso keinen Glauben schenken würde, weil er ja noch nie vertrauenswürdig war und einfach abgehauen ist und sie dann alles für uns gemacht hat. Und dass es komisch ist, dass er sich jetzt plötzlich meldet, wo wir ihn ja nicht mehr bräuchten. Und ja, ich weiß nicht, also er ist halt mein Vater. Aber ich weiß, dass meine Mutter voll dagegen wäre, wenn ich jetzt den Kontakt wieder aufnehmen würde. Und ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was er jetzt von mir will, keine Ahnung. Du musst machen, was du für richtig hältst. Hör nicht darauf, was deine Mutter sagt oder deine Freunde oder wer auch immer. Du weißt, was du willst. Und dein Vater, ich meine, ich kenne ihn nicht, aber falls er es ernst meint, solltest du diese Chance ergreifen. Ach, ich weiß nicht. Ich habe dann Angst, dass es komisch wird und dass wir... Keine Ahnung, ob vielleicht streiten wir uns dann oder wir wissen nicht wirklich, wie wir miteinander reden. Also ich sollen. glaube, er wird sich freuen, dich zu sehen. Ich meine, sonst hätte er dir nicht geschrieben. Ja. Aber Also ich glaube, es wird dir gut tun und hey, du kannst es ja so machen. Ihr könnt euch irgendwie mittags treffen oder so. Keine Ahnung, wo viele Leute sind und da, wo es ein bisschen ja, belebter ist. sag's mal schon. so. Das sowieso in einem Café oder so. Ja, aber- genau, sowas klingt auch gut. Schön. Ach, wenn ich dann da sitze und dann warte ich wieder so ewig und dann kommt er vielleicht nicht oder ich schieb dann wieder voll die Filme, kommt er jetzt oder kommt er nicht und freut er sich, mich zu sehen oder wird es dann voll angespannt und Guck mal, komisch ey, oder will er vielleicht lieber spazieren gehen oder so, keine Ahnung, ich hasse das. Wenn du ich da warte sitzt und du ich bist warte alleine und du einfach. wartest auf ihn, dann kannst du mir schreiben, ich bin die ganze Zeit am Telefon und ich werde die ganze Zeit draufschauen, ich werde dir antworten, wir schreiben einfach, bis er kommt, dann redest du mit ihm, wenn es dir so unangenehm wird, dann schreibst du mir, rufst mich an, ich komme sofort vorbei, ich nehme dich mit, zack, auf den Arm und wir gehen. Nein, wirklich im Ernst. Also, und danach kommst du zu mir und dann kochen wir irgendwas, dann essen wir was, gucken einen Film, quatschen ein bisschen. Wie gesagt, ich bin bei dir und wenn du Hilfe brauchst, meldest du dich einfach. Wir sind ein Team. Danke.
glaube, du bist der Mensch, mit dem ich über alles reden kann. Ich habe sie kaputt gemacht. Und sie lässt sich kaputt machen. Sie will kaputt gehen, das ist es. Weißt du, die Frau hasst sich selber und hat mit dir endlich mal jemanden gefunden, auf den sie den ganzen Hass projizieren kann. Jetzt kann sie sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld. Weißt du, sie kann nicht sagen, ich bin selber Wirklich schuld. auf dich wie eine nicht starke Frau? Du triffst eine und dann merkst du, was du erlauben kannst. Dann willst du ein bisschen mehr, willst ein bisschen mehr, willst ein bisschen mehr. Kriegst du das Spielzeug und du wirst es immer mehr auseinanderbauen. Wirst dann irgendwann zu Caligula und sagst, ich mach das, weißt du. Keine Lüge. Lässt deine Macht freien Lauf. Wenn man eine fucking Therapie braucht, dann bist du das! Hey, bist du fertig? Was? Er ist gleich da. Bist du fertig? Ich hab gar keinen Bock auf diesen Typen, ja? Du kennst ihn doch gar nicht richtig. Ich will den auch gar nicht kennen, das ist voll der Arsch. Totaler Loser. Entschuldigung, du hast ihn einmal kurz getroffen. Jetzt lern ihn doch erstmal richtig kennen. Weißt du, dass ich mir immer vorstelle, wie du dem seinen Schwanz lutscht? Okay, stopp. Also über die Vergangenheit diskutiere ich heute mit dir gar nicht. Guck mal, das ist ewig. genau der Grund, warum der jetzt wieder da ist. Nein. Der will dich nur ficken. Nein, hör auf, das zu sagen. Ich will heute einen schönen Tag haben, okay? Okay. Alles klar? Ja, alles klar. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Komm rein, sehr gut. Das freut mich. Du siehst toll aus. Danke, du auch. Danke. Ja, du auch. Hast du Hunger? Ja, was gibt's Wir denn? haben Pizza gebacken und Reis gekocht. Oh, toll. Gibt's denn auch was zum Trinken? Ja, wir haben Säfte da. Wasser. Kann ich gleich auch etwas von der Avocado haben? So, ist alles leer. Natürlich. Ein kleines Stück? Ja, ist ein bisschen Reste. Ein bisschen Reis dran, aber das Kein ist Problem. nichts. Habt ihr denn irgendeinen Urlaub geplant? Also. Das ist unser Urlaub. Ja. Also nur Paris. Aber vielleicht wäre es ja auch ganz schön, mal rauszukommen. Ich habe überlegt, dann auch nach Kolumbien zu fahren in 2 Monaten. Kolumbien. Ja, super toll, Da würde ich oder? auch gerne mal hin. Ja, ich auch. Die ganze Kultur, also. Ja, dieses Jahr haben wir nur Paris geplant. Du hast mir nie erzählt, dass du nach Kolumbien willst. Doch, Nein. doch. Nein. Vielen Dank. Ich räume dann ab. Ihr könnt euch ja noch ein bisschen unterhalten. Eifersucht ist eine starke Waffe, mit der die unterlegene Seite es schafft, den Kampf zu ihren Gunsten zu wenden. Er fotografiert auch gerne. Ach, tatsächlich. Lassen Sie sich dann auch verkaufen, oder? Ja, bestimmt. Jeder fängt mal klein an. Es ist eigentlich eine primitive Waffe. Selbst wenn man eigentlich die ganze Geschichte nicht fortführen möchte, wenn man bereit ist, herauszugehen, wenn man denkt, das macht mein Stolz nicht mehr mit, schafft es Eifersucht häufig, dass man doch wieder hineingezogen wird. Oh mein Gott, es ging 1,5 Aber du hattest ja auch Wochen. dieses unfassbar coole Kostüm, also. Alice. Was war's? Alice, Ja, Alice, genau. Oh mein Gott, das war Und so. du hast der Hase. Ja, genau. Mit diesem lustigen, komischen Hut und dem Stab. Oh, geil. Oh, das war so geil, wirklich. Wir haben uns gegenseitig geschminkt. Ja. Und dann die anderen hatten keinen Bock und wir waren jeden Abend dort. Jeden Abend. Ungelogen. Wir waren auch immer erst, keine Ahnung, ich weiß nicht, haben wir nicht durchgemacht? Wir hatten nochmal 2 Nächte durchgemacht, oder? Hintereinander. Und dann sind wir doch noch zu so einer Hütte gekommen. Ah, das Baumhaus meinst du? Ja, genau. Wir wussten überhaupt nicht mehr, wie es zurückgeht. Keine Nee, und dann Ahnung, dachten wir es uns, wurde komm, dunkel. schlafen wir einfach dort. Ja. Oh. Ja, war schon Naja, krass. auf jeden Fall war es ein lustiger Abend. Aber wir haben dann auch wieder zurückgefunden, am nächsten Tag halt erst, aber das war schon ganz cool. Ja. Ja, und zum Steinbruch sind wir dann separat nochmal gefahren, ne? Ja, genau. Einen anderen. Da war es auch lustig, also. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, keine Ahnung, ich war glaube ich ein bisschen zu... Ja, stimmt. Die 3 Tequilas. Tequili. 3? Ja.
Ja, das war schon cool. Wir waren jedes Wochenende weg früher. Jedes Wochenende. Also, ja, zu schade, dass das nicht Weißt mitreden du noch, als konnte. ich meinen Ausweis verloren habe? Oh. Wenn man es schafft, dass es nicht die Emotionen mitnimmt, dann schafft man es erst, die Oberhand zu behalten und zu kontrollieren, wohin es sich entwickelt. Mit? Was? Ja, gerne, also keine Ahnung. Oh, okay. Was wollt ihr machen? Voll saufen, wie immer. Halt. 2 Tage durchmachen. Du weißt doch, dass ich nichts trinke. Oh Gott, Spaßbremse. Was hast du gesagt? Spaßbremse? Oh, Ähm, sorry. also, ja, machen wir das? Ja, klar. Also wie gesagt, ich melde mich dann bei dir. Mach, was du willst. Und mir halt wohl. Auf Wiedersehen. Der vernünftigste Umgang mit Eifersucht ist deshalb zu merken, wenn der Gegner diese Waffe einsetzt, sie ins Leere laufen lassen, den Gegner verwirrt zurücklassen und einfach zu gehen. Es war cool, dass du immer so kurze Videos machst. Das war schön. Findest du? Mhm. Voll künstlerisch. Aber ich finde halt cool, dass du irgendwie so Sachen, verschiedene Sachen machst aus verschiedenen Perspektiven und man denkt sich im ersten Moment so, hä, was soll das jetzt? Und dann denkt man sich so, das ist irgendwie doch ganz geil. Also man denkt auf jeden Fall drüber nach und dann findet man es halt doch spannend. Das ist ja das Coole. Stellst du dir eigentlich auch online? Nee, das ist doch nichts Besonderes. Ja, na doch, ich weiß nicht. Was ist halt besonders? Kunst ist ja immer irgendwie Geschmackssache. Ich würde es machen. Echt? Mhm. Also wenn ich du wäre, meine ich selber nicht, aber... Wieso nicht? Mach doch mal selber. Nee, ich kann das nicht, ich habe kein Auge dafür, weil bei dir sehe ich halt, du hast übelst einen Blick dafür mit den verschiedenen Perspektiven und... Ja, du musst es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ich habe keine Begabung dafür. Das weißt du auch, als wenn du es probiert hast. Ja, aber mit meinem Handy, die Bilder, die ich gemacht habe, sehen halt richtig blöd aus. Ja, dann machst du halt in meinem Handy. Naja, ich würde nicht sagen, dass es nur an der Qualität meines Handys liegt, sondern auch daran, dass ich einfach keinen Blick dafür habe. Doch, Du hast voll den Blick dafür, guck mal, wie geil das ist. Na, ich glaube schon, dass du das auch kannst. Nee. Doch, lass uns das einfach mal ausprobieren. Ja, Ich glaube, du wirst meinst du? überrascht sein. Das ist doch ein tolles Video. Ernst? Ja, die Linienführung. Ich find's richtig scheiße. Wieso? Keine Ahnung. Es ist viel zu hell. Es ist. Ach. Du bist viel zu kritisch mit dir selber. Du bist viel, viel besser, als du denkst. Nee, ich bin nicht gut genug. Was meinst du Ich kann damit? gar nicht, bin für niemanden gut genug. Wie für niemanden. Was meinst du jetzt damit? So wie ich sag. Also ich weiß jetzt nicht, was für einen Film du gerade schiebst, aber du bist sehr gut. Und ich finde dich toll und ich wäre auch total bescheuert, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, wo ich das Gefühl habe, da ist nichts, keine Persönlichkeit, kein Talent, nichts, was man geben kann. Ich meine, willst du darüber reden?
überhaupt gevögelt, wo du jetzt in Paris bist? Was? Jetzt in Paris hast du gevögelt überhaupt? Du bist jetzt hier. Gevögelt haben? Ja, du bist jetzt im Herbst schon hier. Du bist hier angekommen und die ganze Zeit gehst du traurig durch die Straßen. Wo ist dein alter Spirit, hä? Hast du hier irgendwas gemacht, außer nur rumzugehen und dir die Stadt anzuschauen? Nein. Was machst du hier überhaupt gerade? Das weiß ich auch nicht. Du siehst jung genug aus, um jede 18-Jährige hier noch zu kriegen. Und stattdessen gehst du hier traurig herum. Failed Potential nenne ich das. Wem schreibst du? Was weißt du denn genau? Echt jetzt? Mhm. Schauen wir mal, ob sie antwortet. Was hast du denn geschrieben? Ja, ob wir uns sehen können. Echt, nach der ganzen Aktion. Mhm. Du bist schon ein bisschen masochistisch veranlagt. Alles redest du schön, was ich mache. Alles. Alles. Muss jetzt nicht wegen mir aufhören. Ich spiel weiter. Ja, vielleicht sollten wir auch ein bisschen reden. Ich will gerade nicht reden. Ja, aber in sich reinfressen ist auch nicht das Beste. Ich schreibe jetzt schon die ganze Zeit, dass es mir leid tut, dass ich Scheiße gebaut habe, dass es in Paris einfach echt nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte. Schreib ihn nicht mehr. Ganz einfach. Ich vermisse dich schon. Ach, weißt du was, scheiß auf die. Die ist sowieso total, keine Ahnung, die hat doch echt Probleme, ne? Guck mal, die hat mit diesem Typen geschlafen, ne? Mit ihrem besten Freund. Ja. Ja, wann? Das hat die nur in Paris. Das hat die nur gemacht, um mir eins reinzuwirken. Das weiß ich genau. Ja, schon, aber... Was geht denn bei der ab? Was will? Ich weiß nicht, ob ich sie will oder ob ich sie nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dich nur verletzen wollen. Das war dumm. Es tut mir leid. As the years roll by, that love never died. So he traveled back to that border town to find the love he knew and promised to be true. And they married in the fall of that year. Let it shine, walk that straight and narrow line. He let his heart be his guiding light. Let it shine, shine, shine. Let that love light shine. Keep that torch of love burning bright. Bitte heb ab. Wir müssen persönlich reden. Ich habe viel nachgedacht. Ich will mich ändern. Wir kriegen das hin. Ruf mich an. Ich bin nicht sauer. Lass mich. Ich will deine beschissene Stimme nicht hören. Du nimmst mich einfach nie ernst. Ich will nicht mehr mit dir reden. Kapier das endlich. Wir können alles lösen. Glaub mir. Bitte lass uns nicht im Chat reden. Es tut mir so leid, dass ich dich verletzt habe. Ich habe gemerkt, ich hätte Rücksicht nehmen sollen. Ich will nur dich. Wozu soll ich dich jetzt noch treffen? Es ist alles gesagt. Du hattest 2 Jahre Zeit, mit mir zu reden und mich ernst zu nehmen. Ich habe gerade daran gedacht, wie wir in Paris ankamen. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Dich zu verlieren hat mich wachgerüttelt. Ich vermisse und will nur dich. Ich will dich doch nur persönlich sehen. Nicht so per Chat. Ich brauche das
dass wir wenigstens nochmal direkt reden. Jetzt willst du wieder bestimmen? Leck mich. Du hast damals alles kaputt gemacht. Damit musst du jetzt leben. Respektiere einfach, dass Schluss ist. Ich lese heute keine Nachrichten mehr von dir. Bitte, wenn du das liest, ich liebe dich. Und es tut mir leid, wenn du so verletzt bist. Wie läuft's an der Uni? Das muss so aufregend sein jetzt als Studentin. Ich bin total gespannt, davon zu hören. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Du bist mir wichtig. Als ob dich interessieren würde, wie es mir geht. Fällt dir ein bisschen spät auf, dich mal für mich zu interessieren. Mir ging's die ganze Zeit scheiße mit dir. Da hättest du mal an mich denken sollen. Seit ich allein bin, geht's mir 1000-mal besser als je mit dir. Ja, wir hatten auch schwere Zeiten. Und es tut mir leid. Aber erinnere dich doch auch, wie oft ich für dich da war. Oder wie glücklich wir in Paris waren. Was soll das jetzt? Du ignorierst alles Schlechte. Paris war beschissen. Ich wünschte, ich wäre niemals mitgekommen. Es ging uns beiden schlecht. Wir beide haben uns gegenseitig verletzt. Aber ich denke, wir wollten einander ja nichts Böses. Mein Anteil tut mir leid. Wir sind einander doch wichtig und haben beide gelernt. Wie wäre eine Art Neuanfang? Ich habe mich geändert. Du lügst doch gerade nur, um mich zurückzukriegen. Und auch wenn du die Wahrheit sagst, es ist mir egal. Wie kann ich es dir beweisen? Bitte lass uns treffen und ich werde dir den schönsten Tag machen. Wir kochen und schauen deine Lieblingsserie. Ich liebe dich, Chérie. Hör auf, mich so zu nennen. Akzeptier's doch einfach. Du allein bist schuld, dass es so gelaufen ist. Es tut mir leid, aber ich glaube, du verdrängst unsere guten Tage. Die allein sind es mir wert, es nochmal zu probieren. Ich mag dich sehr und will an mir arbeiten. Tja, jetzt ist es zu spät. Du bist mir egal. Wenn ich dir egal bin, warum schreibst du dann mit mir? Weil ich ein höflicher Mensch bin. Aber langsam habe ich keinen Bock mehr. Lass es einfach. Ja, aber ich glaube, du hast ein ganz veraltetes Bild von mir. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich möchte dich ernst nehmen, nicht so wie früher. Dann nimm mich jetzt ernst und schreib mir nicht mehr. Was du bist? Du bist nämlich einer von diesen dummen Gänse hier, die ihren Kopf in den Nacken legen und sich dann hier durchschneiden lässt. Und dann kommt das Blut gespritzt und gespritzt. Und wie reagierst du drauf? Du kriegst es gar nicht mit, du stehst da wie so eine kleine dusselige Gans. Und die, was macht sie? Die kleine Gänsekillerin? Die kleine Gänsekillerin, die nimmt dich aus und du lässt es geschehen und du hast gar keine Ahnung, was vor sich geht. Und du hältst still und machst einfach, was du willst. Und genau so bist du nämlich. Weißt du das? Dieses Gefühl, wenn du in neuen Gruppen bist, auch wenn die nur, weiß nicht, aus 5 Leuten bestehen oder so, dass man sich irgendwie so emotional voll überladen fühlt und einfach weg will. Das ist immer so unangenehm. Du bist voll offen. Ja, ich am Anfang. Ich brauche mal ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Es ist, als hätte man 2 Persönlichkeiten. Ja, 2 Extreme. Genau. Warum schläfst du eigentlich auch gerne mit anderen Frauen? Ich weiß es nicht. Warum? Keine Ahnung. Ich möchte nichts verpassen. Okay. Ich meine, ich bin jetzt auch jung. Und wenn ich jetzt nicht das tue,
Ich habe Angst zu bereuen. Ich liebe dich. Ich brauch dich. Ich bin nicht jemand, der gleich aus dem Fenster springt. Ich brauche keine professionelle Hilfe. Dieser alte Spruch aus meiner Generation, andere Väter haben auch hübsche Töchter. Ist was Wahres dran? Denk an all diese Leser, die sich freuen, wenn sie mal eine abkriegen und dann bei dir bleiben. Also dann, oh Schatz, ich mach alles, was du sagst. Ja, Schatz. Das hab ich auch keinen Bock. Ja, siehst du. Dass du dich der Frau komplett unterordnest und dann irgendwie... Frauen stehen drauf, wenn du nicht gleich greifbar bist, weißt du? Silbern klingt und springt die Heuer, heut spiel ich das feine Oos. Heute da ist mir nichts zu teuer, morgen geht ja die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine, die Rebpapa nach der Freiheit raus. Treff ich eine recht blonde, recht feine, die gabel ich mir aus. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Sollst wissen, morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht, na dann bleib ich dir treu sogar bis um 10. Pack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Rebpapa nacht so mal weinst, die ob du Mädel hast oder ob kein. Amüsierst Regen, das Windsee, auf der Rebpapa nacht so mal weinst. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein arger Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, Weihnacht. Intelligent, aber sie ist auch leidenschaftlich und es ist echt viel Schwung dahinter und das hat mir echt gefehlt. Und das Gleiche kann ich auch zurückgeben. Also wir werden schon auf dem Campus auf Sato gerufen, Sarah und Tuna. Wir sind einfach so ein Dreamteam einfach. Ja, also ich bin einfach happy. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, aber wie liefst du bei euch? Ja, genau, wie liefst du bei euch? Lass mich erzählen. Also, das war so. Er ist ja mein erster Freund. Wow. Und dann haben wir uns quasi damals, also es war so ein heißer Sommer. Echt jetzt? Also könnt ihr das wirklich? Also Klar. Also du schläfst mit anderen, aber du darfst nicht mit anderen schlafen? Stopp, ich will ja gar nicht mal mit anderen schlafen. Insofern gibt es ja kein Problem. Ich habe ja kein Problem, wenn er mit anderen Frauen schläft. Hättest du ein Problem damit, wenn sie mit anderen schlafen würde? Ja, stopp. Ich persönlich will das nicht und natürlich, vielleicht würde es dir nicht so passen, aber da ich das sowieso nicht will, ist es ja kein Problem. Es würde ihm also doch nicht so passen, also es ist nicht wirklich gleichberechtigt bei euch. Ja, natürlich ist es gleichberechtigt. Er hat von Anfang an gesagt, dass er das braucht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich überhaupt kein Problem ist. Aber sorry, dass ich das und umgekehrt, ich möchte es einfach nicht. Ich verstehe es irgendwie und nicht. insofern passt es doch. Ist doch egal. Und du hast mehr Erfahrung in der Beziehung. Eigentlich müsstest du es besser wissen. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Wollt ihr jetzt sagen, dass ich hier das blonde Naivchen bin oder was? Nein, das ist jetzt nicht. Aber er hat natürlich mehrere Beziehungen gehabt. Das ist seine weil erste ich jünger bin. Nein, ich weiß nicht, ob das hat es damit zu tun. Das hat überhaupt nichts zu tun, deswegen weiß ich doch trotzdem, was ich will. Ich weiß aber nicht, ob es gut wäre, weil es ist deine erste Beziehung, dein erster Freund. Ja, dein erster Aber wir können den jetzt vielleicht Du bist... Nein. Lass ihn doch. Ich meine, wie siehst du das Er ist eigentlich? auch viel, du bist viel älter. Ja, aber es hat doch damit nichts zu tun. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, aber also ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ganz ehrlich, wir waren auch gerade total offen mit unserer offenen Beziehung. Wir meinen es eigentlich nur gut. Ja, wir haben auch gerade eben offen mit unserer Beziehung geredet, dass wir eine offene Ja, und Beziehung habe ich das führen, verurteilt? Ja? Habe ich verurteilt, wie ihr euer Beziehungsleben führt? Nein, haben wir nicht.
Also, aber das ist ja auch ein bisschen was anderes, weil wir gleichberechtigt angesichts Wir sind auch gleichberechtigt. Nein. Oh, Dio, keiner hat gesagt, dass ich irgendwie benachteiligt bin. Ich werde doch hier nicht unterdrückt und krieg gesagt, ja, ich will, aber du darfst aber du hast nicht die Wahl. Du gibst ja nicht nur die Wahl, was soll das? Ich will doch aber auch gar nichts an. Es war von Anfang an klar, er kann es machen, ich will das gar nicht machen. Bist du dir sicher, dass Natürlich. Hallo, hat er diese Freiheit und darf schlafen, mit wem er möchte? Weil das für mich und nicht. okay ist. Aber ich wir möchte haben Freiheit. wir haben beide das gleiche Recht. Wir haben das gleiche Recht. Ich darf mit Leuten schlafen, sie darf mit Leuten schlafen. Das mache ich doch. Ich habe mich freiwillig dagegen entschieden. Ja, aber dann hast du trotzdem auch das Recht, das zu haben. Das ist gleichberechtigt. Gar nicht. Ich verstehe das Gibt's überhaupt nicht. Ich weiß von dir denn das Ding aus der Sache dir an. Dein Lächeln, deine Art. Wir haben das gleiche Recht. Wir dürfen beide das gleiche haben. Es wird immer aber es viel passt stärker das doch nein, ich will einfach, dass ihr unsere Beziehung echt du weißt, wir sind beide mit Beziehungen. Ja, ist ja auch aber nicht es ist was schön ist, aber sie wird dir nicht dauerhaft stehen. Das würde ich doch eher stimmen kommen. Das würde ich doch ganz anders. Das weißt du ganz genau, wie der Alltag ist in einer Beziehung. Kannst du dir das wirklich Eure Beziehung ist natürlich auch der Himmel auf Erden. Dass er mit anderen Ich ignoriere überhaupt nichts. Es ist total okay für mich. Das, was dir nicht Ihr gefällt. ignoriert total und ihr könnt euch nicht eine Sekunde versucht doch bitte mal. Wir haben die gleichen Interessen. Also sie interessiert sich für meine Hobbys, für was ich tue. Wir haben Vertrauen zueinander, wir haben eine Verbundenheit. Verstehst du, was ich meine? Das heißt aber nicht, dass einer der Depp für den anderen ist und der eine den anderen kaputt macht. Sie schwingt sich auf, wenn es dir schlecht geht und du gehst runter und wirst total wortkarg. Hey, du hast früher viel mehr gelacht. Wir treffen uns ja nur noch, wenn du mehr oder weniger am Boden bist. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das ist ein L, oder? Nee, das ist ein P. Genau, weil das L ist, hat noch so einen Kringel da unten drunter. Ah, stimmt. Okay. Ah ja, aber nicht schlecht. Aber O und T ist gleich, Ja. A auch. Ja. Und dieses B ist... Ich habe gespürt, wie vorsichtig er mit Dingen umgeht und wie sensibel er ist. Er kann nicht nur so von allem ein bisschen, sondern wirklich, er beschäftigt sich intensiv mit den Dingen. Und was er mir lange nicht gesagt hat, ist, dass er Gedichte schreibt. Aber keine super kitschigen Sachen, sondern wirklich mit ganz viel Raum für Interpretation. Und die Art, wie er mit Worten jongliert und mit Sprache umgehen kann, finde ich ja, einfach nur beeindruckend. Er lebt einfach seine Leidenschaft aus, ist damit glücklich und hat nicht das dicke Geld, aber darauf kommt es halt eben nicht an. Also es geht so. Und jeder, der was anderes sagt, hat einfach keine Ahnung. Mein Traum wäre, ehrlich gesagt, irgendwann kaufe ich mir so einen alten VW-Bus und mit dem reise ich dann durch die Welt. Und ich lerne die Welt kennen. Ich kann irgendwo mit kleinen Nebenjobs mich irgendwie über Wasser halten. Ich kann in meinem Bus schlafen, ich kann da wohnen. Und den Rest erledigt die Natur. Das wird schon alles funktionieren. Und das wäre einfach mein großer Traum. Aber jetzt kann ich mir das irgendwie gar nicht mehr alleine vorstellen. Ich keine Ahnung, ich sehe dann immer so in meinen Bildern, in meinem Kopf, wie wir zusammen durch die Wüste fahren und uns alles angucken und uns abwechseln mit dem Fahren und dann, keine Ahnung, coole Sachen machen. Dann fotografiere ich ihn, dann fotografiert er mich, dann schreibt er seine Gedichte und ist inspiriert durch die Landschaft und ich mal meine Bilder. Und das ist eine total schöne Vorstellung. Ich traue mich fast gar nicht, das laut auszusprechen. Warum machst du nicht einfach wieder was mit anderen? Du bist inzwischen so zynisch, was das angeht. Konstantin, hör doch auf. Es geht hier um mehr. Es geht nicht um Sex. Es geht nicht nur um einfach... Niemand wird sie so jung und so attraktiv haben, wie du sie hattest. Also auf zur nächsten. Fuck it. Ich habe das Gefühl, du hast keine Ahnung, was Liebe ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich will was Tieferes. Ich will eine tiefere Bindung. Weil, ich habe es ja gesagt, wenn du schläfst mit einer Frau, einfach so, und dann liegst du da und das fühlt sich nicht an, als wärst du jetzt erfüllt oder so, sondern fühlt sich eigentlich total leer. Ich sehe so ein bisschen... Kennst du das nicht? Ja, ich kenne das, aber das Problem ist, du bist so wie so ein Player.
Nicht existieren, beobachten, nüchtern bleiben. Ein Bild mit Fremden auf einer Party. Klick, klick, dem Shot gefällt's, besoffen voller Durst nach Gefühlen. Ich schlender herum, ein leichter Flirt. Die Freund in der Nähe, zu dicht zum Sehen. Klick, klick, du bist online, verlinken, Freundschaftsanfrage, kotzen. Ey, geil! Was geht denn, Mann? Hey, du schaust irgendwie übel aus. Mir geht's scheiße, weil ich an meine Ex denke. Ist alles gut? Ich bin ein bisschen müde. Ja, sure, Digga. Alles gut. Ich weiß, wie du ausschaust, wenn alles gut ist. Nein, wirklich. Ich bin echt nur müde. Du hast total recht. Mir geht's beschissen. Ja, komm, ey. Ich seh doch, dass was los ist. Ist doch bestimmt wieder wegen dem scheiß Chick, Mann. Sag's, was ist wieder? Okay, wir haben Schluss gemacht. Also, sie hat Schluss gemacht. Sie hat was mit dem anderen gemacht und die sich nicht mal entschuldigt. Sie hat Schluss gemacht? Bitch. Warum sagen wir alle Bitch? Weil sie eine Bitch ist. Bitch. Hast du auch recht irgendwie. Okay, komm, weißt du was? Scheiß drauf. Lass uns einfach hier irgendwie drauf konzentrieren. Ich meine, wir sind so wunderschöne Mädels, oder? Das ist Spirit, Mann. Ja, Yeah, komm. Ida, die wäre doch was für dich. Alle sind was für mich. Ah, du, Alter. Welche würdest du denn nehmen, ne? Die. Ja, okay, du musst für eine entscheiden, also welche. Okay, sie. Alright, dann mach mal. Welche soll ich die mitbringen? Ich suche mir selber eine aus. Ich will mal sehen, wie die das macht, okay? Alles klar. Let's go, Alter. Jede Schlacht gleicht der anderen, keine Mutter aller Schlachten, kein War to end Wars. Angriff auf die Stellung, Taktiken probieren, erstürmen, spielsüchtig. Ein Gewinn zählt nicht mehr, immer nur die nächste in Sicht. Verdienen um des Verdienens willen. Den Gewinn nicht in schöne Dinge investieren, sondern auftürmen, hinter sich horten, nie draufschauen. Erinnerungen an die vorherigen, keine Zeit dafür, die nächste ruft. Manchmal Erinnerungen, selten, Sehnsucht nach den alten, vorherigen, aber schnell durch neue überdeckt, nie wieder ausgegraben. Schatz an Erinnerungen, nicht mal mit Zinsen angelegt, nur verbuddelt, nie ein Inventar angelegt. Muss nicht alles sehen, was ich gesehen habe, erdrückt davon. Schafft mich, Arbeit, brauche Freizeit, fülle sie mit Arbeit. Augen zu und durch, durchdrehen. Sie sind krank, Krankenpfleger voller Geduld, die Patientin immer geduldig behandeln. Attention-Defizit-Diagnose. Spielen mit Männern, denken sie, ich spiele mit ihnen. Liebe, Gelaber, Leben, ausgelebt, Vermögen nicht gespart, nicht ausgegeben, nicht vererbt, verloren. Nichts gekauft, keine Momente der Erinnerung, der Flucht von ihnen gekauft. Ich kaufe ihr etwas, ein Geschenk, aber nicht vom Ersparen. Ich würde so gerne mit dir mal irgendwo hinfahren. Wohin? Am liebsten Paris. Warum eigentlich nicht? Hättest du noch Lust? Mhm. Ja. Ja, klar, ich meine. Oder eine andere Stadt, keine Ahnung. Nein, Paris ist schon schön. Ja? War ich noch nicht. Okay. Ja. Das klingt gut. Aber wann? Und also, wie lange? Keine Ahnung. Ganz spontan. Spontan. Oder ich überrasche dich einfach, keine Ahnung. Also. Okay. Ich meine, es ist keine Überraschung mehr, dass ich gesagt habe. Ja, okay. Hey, morgen fahren wir. Alles klar, okay. Ja. Ja, Ja? warum nicht? Also, wenn es sich mal ergibt oder so. Das wäre bestimmt schön. Jetzt hör doch endlich mal mit diesen Frauen auf. Das wird noch mal dein Untergang sein. Was ist los? Red lauter, ich verstehe dich nicht. Ich schaff's nicht mehr. Es ist jeden Tag das gleiche Thema, seit wir hier sind. Hör auf damit, ich habe keinen Bock mehr darauf, ja? Ich habe dir gesagt, du bist besonders und die anderen sind nichts, also lassen wir das Thema jetzt endlich. Was? Oh Mann, ey. Hör auf zu weinen. Mann, wir wollten jetzt einen schönen Tag verbringen. Wir wollten nach Versailles fahren. Jetzt haben wir wegen dir den Zug verpasst. Du liegst die ganze Zeit nur rum, depressiv und heulst rum. Ich kann auch nicht mehr. Ich hab keinen Bock. Ich gehe. Ich gehe jetzt in die Stadt. Vielleicht hast du dich bis dahin wieder beruhigt, ja? Also, tschüss. Sie ist auch so anhänglich, weißt du? Sie ist kein eigener Mensch. Ja. Die ganze Zeit irgendwie hängt sich so ran. Sie hat halt eben
Daddy-Issues, weißt du? Die steht ja irgendwie auch auf Ältere, wie es aussieht, oder? Ja, Also ja, stimmt aber wirklich. einer kleinen Bank im Park, da saßen wir beim Mondenschein, auf einer kleinen Bank im Park. War unser erster Stell dich ein, da sagten wir zum ersten Mal das Wörtchen du. Die Nachtigall sang ihr Liedchen dazu, auf einer kleinen Bank im Park, auf einer kleinen Bank im Park. Auf einer kleinen Bank im Park, da schnitt ich unsere Namen ein. Es flüsterte der Wind, heute wird hier glücklich sein. Dein heißer Blick verriet, was mir dein Mund verbarg. Auf einer kleinen Bank im Park, auf einer kleinen Bank im Park. Ich habe dieses Gelabere satt. 90% an ihr sind so toll und so genial. Sie ist hübsch, sie ist meine Seelenverwandte. Ich liebe sie. Wir teilen unsere Herzen. Und dann kommen die 10%, wo du die Herzen nicht teilst. Die Scheiße. Die Scheiße, die sämtlichen guten 90% überfließt und man sieht die guten Seiten gar nicht mehr. Und du kommst mir immer noch mit dem, ach, sie ist so ein Kunstwerk, nur ein bisschen, was muss man gerade rücken, dann stimmt wieder alles. Sie hat so viel Potenzial. Hey Gott, scheiß doch auf Potenzial. Wenn du da irgendwas gerade biegst, da bricht ein Stück ab und die Scheiße läuft raus. Ich muss dir wirklich eins sagen. Too much unnecessary drama. Unnecessary drama. Ja, wir wollen unbedingt mal in den Swinger Club. Wohin? In den Swinger Club. Ihr könnt ja gerne mitkommen, also ich glaube, sie wäre voll da, oder? Jetzt hör doch auf. Ja, warum denn nicht? Ja gut, so ein bisschen kann ich es ja verstehen. Das Ganze hat was Haptisches. Es ist ein Feuerwerk für die Sinne. Du gehst hin und riechst, schmeckst, fühlst. Ja. Du kannst das verstehen, so. Ich kann es nachvollziehen. Also ich kann es mir vorstellen. Könnte ich mir. Ich meine, das Problem ist ja, dass wir uns total von der Natur entfremdet haben. Und wenn man in so einen Club gehen möchte, da geht man zu anderen, um am Ende zu sich selbst wiederzukommen. Das hat was total Transzendentes. Ich
Ich meine, wir sind am Ende sexuelle Wesen. Wir sitzen hier, weil unsere Eltern Sex hatten. Am Ende ist es unsere Conditio Humana. Sag mal, warst du schon mal in so einem Swingerclub? Ein Freund war. Ein Freund. Alles klar. Oh, so ist das. Ja, ja. Du klingst ja so, als hättest du eine Ahnung davon, ne? Super, super, ja klar. Also deswegen bist du so, um in einen Swingerclub, um so zu dir selbst zu kommen. Ja, ja, klar. Um zu sich selber zu kommen, da musst du vielleicht andere Sachen machen. Wir brauchen keinen Swingerclub und so Sachen. Wenn wir gehen oft spazieren, ja. Wir gehen oft spazieren und in den Wald, wir wohnen ja da in der Nähe des Waldes auch, das ist total schön. Da muss man nicht irgendwie in so einen Club gehen. Da gibt es keine frische Luft erstens. Kann es keine klarere Luft geben als die verbrauchte der anderen Menschen? Du atmest ja die anderen ein. Ich weiß ja nicht, was du einatmest in diesen Clubs, aber das ist einfach ekelhaft, okay? Wir brauchen sowas nicht. Ja, du brauchst es nicht, oder? Sag's doch. Ich sag's ja nicht, wir brauchen es nicht. Ja, weil, weißt du, nein, ich beruhige mich nicht, wirklich. Das ist so ekelhaft. Sag doch irgendwas. Mach doch mal irgendwas einmal. Du sagst nie irgendwas. Ja, dir ist doch egal, was sie machen, weil jeder kann selber es ist nicht egal, weil sie gerade hier sind. Du ich behaupte, dass es mag, der hat den Mann. Wir stoßen mal drauf an. Wie wär's denn damit, oder? Trinken wir noch was? Komm, haben wir unseren Spaß. Prost. Cheerio. Prost. Okay. Ja. Ja. Schweden. 2 Wochen. Genau, also wir gehen ja dann eben im Juli, also das müsstest du eigentlich dann auch nächste Woche mal buchen. Ich glaube, das wäre gut, oder? Wer hat schon gesagt, dass eine Beziehung immer Spaß machen muss? Wenn du deine Vibes erstmal mit ihren synkst, dann seid ihr so miteinander. Jeder wird davon träumen, so ein junges, scharfes Gerät am Start zu haben wie du. Alter, denk mal nach. Mann, du hast deinen Finger am Trigger von einer Anfang 20er Granate. Ey, dann hab auch die Eier, zieh den Scheiß-Trigger und lass mal so ein richtig geiles Feuerwerk steigen. Buja! Mit dem Bleistiftzeichnen habe ich eigentlich angefangen und später habe ich mich dann für die Aquarelle begeistern können und das mache ich jetzt eigentlich doch meistens, weil ich mir stundenlang diese Farbverläufe angucken könnte. Ich habe mich auf Details spezialisiert, wie Augen und auch Hände. Auf der einen Seite kann man ganz viel, oder glaube ich zumindest, ganz viel über einen Menschen ablesen, indem man ihm in die Augen schaut. Und trotzdem hat man das Gefühl, man kommt nicht richtig an die Person heran. In den meisten meiner Bilder verwende ich eigentlich die Farbe Blau als Grundton, weil Blau für mich Sehnsucht, irgendwie Unerreichbarkeit und ein bisschen Introvertiertheit symbolisiert. Und das finde ich halt sehr spannend, dieses Geheimnisvolle daran. Der Moment, in dem ich ihm das erste Mal meine Bilder gezeigt habe. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es ihn wie die meisten anderen doch nicht so interessiert, dass man sich das kurz anguckt und sagt, ah, cool, okay, und dann ist es auch wieder gut. Aber das war gar nicht so. Er hat sich da viel und intensiv damit beschäftigt und quasi wie eine Analyse. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist so peinlich. Er beschäftigt sich mit dem, was mir durch den Kopf geht und auch wenn ich manchmal Dinge erzähle, die gar nicht so wahnsinnig wichtig sind, dann erinnert er sich daran. Also was ich total schön und zugleich auch manchmal ein bisschen anstrengend finde, ist, dass er mich halt immer antreiben will und immer inspirieren will, dass ich auch weitermache mit der Malerei und so. Und ich bin halt eher so, wenn ich keine Muse dazu habe, dann mache ich es halt auch nicht. Ich muss schon von mir aus wollen. Ich brauche es nicht immer so wie er, der immer kreativ sein muss, immer was machen muss, immer aktiv sein muss. Ich glaube, er findet es schade, weil er denkt, ich schöpfe nicht mein volles Potenzial aus und ich könnte schon viel weiter sein. Ich glaube, das ist es eher. Aber ich denke dann immer, das ist ja dann mein Problem. Er hat vor 3 Monaten angefangen, Klavier zu spielen. Und es ist ganz süß, weil er sich sehr bemüht. Aber ich liebe daran, dass es nicht perfekt ist.
Wenn ich an uns beide und Paris denke, dann stelle ich mir vor, wie er da steht, ganz viele Fotos macht und voller Sacré-Cœur und ich heimlich meinen kleinen Zeichenblock dabei und hole den dann raus und dann zeichne ich ihn einfach heimlich und dann schenke ich ihm das irgendwann. Also er soll es nicht mitkriegen. Das ist so, das schwebt mir vor, wenn ich jetzt gerade an unsere Zeit, die wir in Paris haben werden, denke. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Beziehungen sind doch viel zu leicht zerbrechlich, als dass man davon sein Glück abhängig machen sollte. Ich denke so oft an sie und es ist so eine ganz komische Mischung aus Schuldgefühlen und so eine Verzweiflung, als ob eine Epoche meines Lebens vorbei ist, die toll war. Du bist überhaupt kein Mann! Guck dich doch mal an, wie du da sitzt, wie so ein kleines Würstchen. Ja, Entschuldigung, vielleicht ist das meine Art zu zeigen, dass ich dich gern habe, aber das siehst du ja, glaube ich, nicht. Nein. Sie hat ihr Anschuldigungen im Kopf geschlagen. Sie hat dich beleidigt, sie hat dich bedroht. Ich habe keine Ahnung, was sie nicht gemacht hat. Sie hat es Lust gemacht. Du hast dich verzehrt, hast sie hochgejubelt. Jede Woche habe ich gefühlt so nach dem Motto, sie sitzt eine Stufe höher. Und was kam von ihr? Irgendwelche Hassmails. Aber ja. Sowas. Und warum hast du die nicht verarbeitet? Warum kamen die nicht in deinem Kopf an? Hast du eine Ahnung? Weil ich verstanden habe. Ich habe verstanden, warum sie das geschrieben hat. Und dann? Was hat sie gemacht? Sie hat sich nehmen lassen in irgendwelchen Clubs? Glaubst du wirklich? Du kennst sie nicht. Du hast sie einmal gesehen. Sie ist nicht so drauf. Eine Frau, die dich hasst, tut dann 3 Monate lang keinen Sex haben, weil sie dir so nachtrauert, während sie dich beschimpft? Ja, sei mal realistisch. Weißt du, sie saß zu Hause mit ihrem schönen Gesicht und ihrem guten Sex und hat das dann nicht mit den Leuten geteilt. Wie so eine Torte, weißt du, so 12 Stücke, 12 Männer. Sie macht doch sonst alles, was ihr gefällt. Marc, du übertreibst es gerade ein bisschen. Also. Nein, ich schätze die Frau nur ein. Sie hat dich gehasst. Sie hat bestimmt Rache gewollt. Sie hätte alles getan, um dir weh zu tun. Lies sie die Mails durch. Die war scheiße drauf. Glaubst du nicht, die hat irgendwie sich gerecht dadurch, dass sie irgendwie einem Nobby, der einmal schief ging und beim nächsten Mal war er halt nur zum Sex da irgendwie zusammen war? Glaubst du wirklich, dass sie das gemacht hat? Ich kenne leider auch die Frauen. Gibt es diesen Begriff? Sagt man das so? Beta-Männer? Man sagt Beta. Alpha-Mann kenne ich. Ja, Beta sagt man, ja. Irgendwer Beta-Mann, weiß ich nicht. Das ist nicht der letzte Buchstabe. Ich glaube, es ist Omega, ne? Omega-Man, ja, Omega-Man. Hast du ihn mal gesehen, diesen Typen? So mit seinen blonden Haaren und seinem arroganten Blick. Oh, ich hasse ihn. Weißt du, ich meine, wenn der Typ so durch Paris geht und dann so, oh, ich habe die Freundin von diesem Typen klar gemacht. Oh, ich bin voll der Winner. Ich habe sie vor ihm gehabt und ich werde sie auch nach ihm haben. Oh. Man braucht Ketten, man braucht Steine, man braucht die Zen. Typ rein, Ketten, Steine an den Typen. Problem gelöst. Aber ich stehe mehr auf Knarren, weißt du. Oh, Knarren. Ja. Weißt du, 20er Jahre Gangster. So ein Schuss im Kopf. Nee, nicht nur einen Kopf, sondern die ganze Person. Und dann das Blut. Boah, was macht man damit? Macht man damit ein modernes Kunstwerk im Hintergrund? Das passiert ganz von alleine, weißt du? Scheiße. Und in ihrer Trauer kann sie dann getröstet werden. Oh ja. Das heißt, er muss den... Und dann schmeißt man ihn in die Seine. Schreib das auf, in die Seine werfen. Genau, aber ich will trotzdem den Typen einfach packen, so in ein Auto nehmen und ihn dann abknallen. Irgendwo außerhalb der Stadt, weißt du? Idee. Ja. Könnte man ihn nicht ausweiden? Was? Also, pass auf, wir schneiden ihn auf, Ja. man nimmt die Organe raus, man packt ihn zusammen, tut so den Blinddarm um ihn herum wickeln, wie so ein Geschenk verschnüren und dann in die Seine werfen. Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich dich noch kennen möchte. Du kannst nichts dagegen machen. Schreib's auf. Könnte man ihn nicht vergiften? Vergiften und dann? Ja, aber langsam vergiften, weißt du? Und dann während sie so spazieren gehen, wird ihm schwummrig und er fällt in die Seine. Du hast irgendwas mit der Seine, die ganze Zeit die Seine. Die Seine ist tief. Weißt
Weißt du, aber man könnte ja wirklich sowas bringen. Man vergiftet ihn und lässt es wie ein Unfall aussehen, dass er in die Seine fällt. Ja. Unfälle sind schrecklich, aber sie passieren. Aber was ist, wenn man denkt, es war Selbstmord dann, dass er in die Seine gesprungen ist, weil er so traurig war? Ich würde sagen, diese Interpretation wird dann jedem selbst überlassen. Unfall oder Selbstmord. Irgendwie darf sie nicht denken, er hat Selbstmord begangen, weil... Das mit den Organen findest du nicht gut. Du bist halt zu krass. Weißt du, ich bin eher so der Softie. Ich stehe nur auf Umbringen. Ich finde das nicht krass. Ich finde das eher nett verpackt. Weil wenn sie dann denkt, er hat Selbstmord begangen, dann... Weil er so traurig war. Ja, dann wird sie vielleicht denken, oh, du hast ihn so traurig gemacht. Dieser hat sich umgebracht. Ich kann nicht mehr mit dir sein. Tja. Ah. Dann schmeißen wir sie in die Seine. Wir schmeißen sie in die Seine und machen uns einen entspannten Tag und haben nichts mehr mit diesem Scheiß zu tun, oder? Wie lange kennt ihr euch denn schon? Was denn? Sag ihm doch. Zu lange. Oh. Und wie sieht es bei dir gerade aus? Ich bin Single. Oh. Leider. Aber so ist das dann natürlich manchmal. So ist das Leben. Besser so. Bisschen entspannter. Ist nicht ein Hauptproblem, dass du sie nicht für voll nimmst? Fragezeichen. Wenn sie was mit einem anderen hat, denkst du nur, wie hat der sie ausgetrickst? Nicht, wie hat sie ihn sich geschnappt? Sie ist eher passiv für dich. Das ist ein großes Problem. Meiner Meinung nach. Punkt. Es war ja nur ein paar Mal. Und ich war... sowieso schon ein Spätzünder und hab... keine Ahnung, ich habe gar nicht gedacht, aber damals habe ich es halt für richtig gehalten. Ich wusste ja nicht, dass ich dir irgendwann mal begegnen werde. Machst du mir was vor, oder was? Die scheiß Sache! Ich wundere gar nicht, dass dein Vater weggegangen ist. Du nimmst dein Handy, du blockierst ihn und du siehst ihn nicht mehr wieder. Kann ich einfach wortlos, kommentarlos Das ist seine mir Nummer... egal, aber du willst ihn einfach nicht mehr sehen. Ich stelle mir sowieso jedes Mal vor, wie du mit dem gefickt hast. Okay, es ist Es ist doch die Wahrheit, oder? Es ist Vergangenheit, okay? Vergangenheit. Warum ist er jetzt wieder hier? Okay. Wenn du das brauchst. Dann. You know she is your perfect match, as with all good things there's a catch. She cries, sometimes she's insecure, but look, you love her, I am sure. Fix her a little, then she's fine, then you can love her all the time, then you'll be a perfect match. That's pure love, what a catch. You think about her all the time, she could be perfect, what a crime. Well, she thinks the same of you, but in secret love is true. Others wouldn't get you right, you just get louder when you fight. You just want freedom, that's no crime. Soon she'll get you all the time.
She smiles, oh she's so kind and bland. She is putty in your hand. All her cracks you try to mend. It is fun to codepend. You'll be her villain as it ends. She'll cry about you to her friends, but my friend, you'll feel the same. Exchanging blame, that's the game. Your guilt feels crushing, I am sure. You were so mean, she was so pure. Power lost is longing gained. It's hard work to be a saint. Hübsche Leute können auch ein schlechtes Produkt in guter Verpackung sein. Mir ist das dieses Jahr so richtig klar geworden. Was? Dating soll eigentlich Spaß machen. Das ist wie so eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Und wenn es Arbeit wird, dann auf zur nächsten. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, das denke ich aber auch. Also, yeah. Wenn es dann irgendwie anstrengend ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht die richtige Person. Warum hängst du dann an ihr? Sag ich her, sagt sie hin. Sag ich komm, sagt sie justament, ich bleib. Sag ich ja, sagt sie nein. Sag ich raus, sagt sie rein. Ach, mich bringt zur Verzweiflung das Wein. Aber plötzlich wird es mäuschenstill. Und dann mach ich alles, was sie will. Sagt sie grün, sag ich grün. Sagt sie blau, sag ich blau. Denn sie ist die entzückende Frau. Sobald jemand nicht mehr Teil des Lebens ist, wird jede Erinnerung, jedes Fragment zum vergoldeten Kultgegenstand, wieder und wieder betrachtet, wieder und wieder interpretiert. Alles, was sonst unter Bergen neuer Erinnerungen verschüttet würde, sobald nichts Neues mit der Person mehr nachkommt, freigelegt, einzeln in Vitrinen verpackt, wird zum Wallfahrtsort der Gedanken. Manchmal an alternative Szenarien denken, was damals anders hätte laufen können, wie es hätte anders sein können, wenn wir an dem Tag etwas anders getan hätten, als wir getan hatten, wie es gewesen wäre, wenn wir nach XY gefahren wären, wenn ich auf sie Rücksicht genommen hätte, was sie wohl gesagt hätte, bleibt aber immer blass, fiktive Wege scheinen nicht richtig, zu unecht, weiß immer, dass sie bloß Fantasie sind. Fiktion und Erinnerungen werden nicht gleich, auch wenn beides doch nur Bilder in meinem Kopf sind, nicht real vorhanden oder nicht mehr real vorhanden, beides doch nur Hirngespinste. Sobald ich aber wieder den richtigen, den echten, den wahren Erinnerungen folge, bin ich wieder in der Vergangenheit. Da, wo ich glücklich war oder wenigstens die Erinnerung daran glücklich verzerrt ist gleichgültig. Solange ich nur dem folge, was mein Kopf als wahr abgespeichert hat, ist alles gut.
Briefmarken. Das ist doch von meinem Briefmarken erzählen. Naja, auf jeden Fall, diese da, wo du doch Du meinst diese Geschichte? Ja! Ach, das ist total aufregend, das müsst ihr hören. Ja, soll ich? Los, ja, Okay. so interessiert Das ist eigentlich keine große Sache. Ja, ist genau richtig. Ja. Also du sammelst Briefmarken. Ich habe angefangen. Ja, cool, ich kann dir gerne ein paar von mir zeigen. Magst du? Hey, gerne. Die du hast. Egal, aber auf jeden Fall die Geschichte. Danke dir. Nicht so viel. Danke dir. Das ist so eine tolle Geschichte, echt. Ich habe so ein Album gekauft. Ja. Und Genau so. Das sind gefälschte Briefmarken, die sind nicht sehr viel wert. Okay, das war in so einem Auktionshaus. Warum wolltest du die? Wenn die nichts wert sind. Ich habe da ein bisschen reingeschaut, Ja, das wirst du gleich bevor die verstehen. Versteigerung stattfand. Und da habe ich da reingeschaut. Und da gab es diese Briefmarke, die heißt Gelber Merkur. Gelber Merkur. Kennst du nicht, ne? Okay, also davon gab es 4 Stück. 3 sahen relativ gleich aus, sehr neu. Und eine war halt so ein bisschen älter und da war auch schon ein Stempel drauf gewesen. Da habe ich mich schon gewundert. Und dann habe ich die gekauft. Wir waren zu zweit, 2 haben geboten. Der andere ist nicht sehr hoch gegangen. Dann habe ich sie für 100 € gekauft. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt das Beste. Und die Briefmarke ist echt. Und ich habe sie verkauft für 5.000 €. 5.000 €, stell dir das vor. Ja. Scheiße. Also eigentlich schade, weil die sah so cool aus. Ja, ich weiß, ich hätte sie auch gerne behalten. Ja. Die Sache ist, wir machen jetzt einen Trip nach Paris. Nee. Ja, mit dem Das Geld. ist so süß. Hast du es gehört? Ja. Oh, Das ist echt schön. Ja, wir waren letztens auch in Paris. Echt jetzt? Ach stimmt, ja, wir wollten das euch ja noch erzählen. Ja, richtig? stimmt. Ja, was denn? noch nicht. Ich habe ihr den Antrag gestellt. Wir sind verlobt. Nee, stimmt. Wow, hey, Gratulation. Ist das süß? Es war so romantisch, es war unter dem Eiffelturm, Sonnenuntergang, Alle. Akkordeon, Akkordeon im Hintergrund. Schön. Das war richtig schön. Ich finde das toll. Ich finde das so toll. Ja, was ist denn mit euch? Stimmt. Wie lange seid ihr schon zusammen? 8 8 Jahre. Okay. Ja, wir warten einfach noch auf den richtigen Zeitpunkt. Genau. Papa, und wie lange seid ihr zusammen? 8 Monate. 8 Monate. 8 Monate. Wir haben einfach gemerkt, wir passen zueinander. Das ist Ja. Wir haben es gemerkt und wir dachten, gesucht, gefunden und geheiratet. Ja. Das ist ja mutig. Nee, wir sind uns einfach sehr sicher. Wir sind uns so sicher. Ich beneide dich. Ach, Quatsch, hör doch auf. Ah, doch. Ich beneide dich für dein Leben. Die Freiheit, die du hast. Ja, du kannst machen, was du willst. Ja. Du kannst deine Zeit planen, wie du willst. Warum sagst du, was du denkst? Das fehlt mir ein bisschen. Sein Leben ein gerader Weg. Beneide ihn. Watteweiche Wand aus Vorbehalten hält ihn auf der Spur. Mich auch, aber will sie durchstoßen. Abenteuer auf befahrenen Wegen. Illusion unbeschränkt in Schranken. Geregelt. Regeln. Immer. Kenne die Regeln. Regeln des Gesprächs, Regeln der Liebe, Regeln des Geschäfts, Regeln des Verreckens. Gräber pachten, 20 Jahre, Totenschein ausgefüllt, sonst bist du nicht tot. Ich bin nur enttäuscht, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, mit meiner Faust eine Mauer durchzuschlagen. Oder von mir aus durch Meditation so ein bisschen zu fliegen oder abzuheben. Ja, das habe ich aber auch gedacht. Echt? Das habe ich gedacht, das will ich in meinem Leben Weißt du, hinkriegen, was ich mir letztes Mal gedacht habe? Ich hätte ja gern schon Superkräfte, aber ich glaube, es wäre nicht so sinnvoll, mir Superkräfte zu geben. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ich stell dir Superman Willst du gleich vor, missbrauchen oder was? an einem schlechten Tag, ja. Ja, schon irgendwie, ne? Wenn man dann irgendwie Stell dir gute vor, Laune hat. Superman wäre ein Psychopath. Weißt du, was ich meine? Sowas in der Richtung. Ja, Irgendwie, du hast schön. einen schlechten Tag, du rennst durch die Stadt und alles ist kaputt, weil du einen schlechten Tag hattest. Sorry, guys, ich hatte einen schlechten Tag. Ich hab hier rumgebracht. Entschuldigung, Egal, aber es tut mir sehr leid, dass ich ihr Haus zerstört habe. Das ist, ja, keine Ahnung. Das ist ein Anruf vom Bürgermeister. In den Schlaf geheult, schon wieder. Wie die letzten Wochen. Das Gefühl, in einer fremden Welt zu sein. Unreal, temporär, jeden Tag aufs Neue. Beim Einschlafen heulend ins Nichts gefleht. Lass mich erwachen aus dem Albtraum. Neue Welt ohne sie. Es hat sein Ziel doch längst erreicht. Schuldgefühle, schlechtes Gewissen zerfrisst. Jetzt kann sie wiederkommen. Ich habe gelernt, jetzt wird es anders. Bitte, lass back to normal gehen.
Erwacht, sie meldet sich nicht im neuen Normal alleine. Tränen trocknen, aufstehen, im schlechten Gewissen versinken. Excuse-moi. Vous êtes mignon. Je ne parle français. I don't speak French. Oh, English? Yes. Okay, cool. Yeah. What did you say? I was saying you guys are cute. Thank you. Thank you. Yeah, that's my girlfriend. Yeah, she's really pretty. Hi. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. It's also very beautiful. Oh, thank you. Sure. Yeah, you should not say that in front of your girlfriend. Oh, she's cool. I mean, you are beautiful. That's just a fact. I mean, they're all beautiful women now. Right. You know what I mean? That's true. You look good as well. It's a nice view. Yeah, we just talked about it. It's amazing. Yeah. And the skyline, I love that. Yeah. All the clouds. Yeah. It's a bit cold though today, Yeah, but it's fine. it is. Yeah, actually, we went up here because I wanted to show the Eiffel Tower but you can't see it from here. Yeah, you can see the trees. Yeah, beautiful trees. I can see them everywhere. Yeah, I love architecture. Oh, there was this right here. Breathtaking, for real. Yeah. Yeah, I was quite often here in Paris. It's the first time. Oh, how do you like it? It's nice. It's nice. It's amazing. It's beautiful. You guys are in vacation? Yeah, we're staying like 2-3 weeks, maybe traveling in France. Should take me with you. I'm joking. I'm joking. Are you from here? I mean, I'm from here, but not here. So I still need a map, you know. Okay. Where are you from? From England? We're from Germany. Oh, Germany. Hitler and stuff like that. What did you say? Hitler? Okay, this guy is gone for a long time now. You've never been there? No, I I would haven't. recommend it. It's actually very beautiful. Oh. Like Berlin or Hamburg. Guten Tag. Ich liebe dich. Nice. Yeah. Exactly. That's the only you know thing what that I know. means? Guten Tag, hello. Yeah. Or good morning. Yeah. And, yeah. Exactly. And ich liebe dich, I love you. Okay, now you can survive. Oh, really? Yeah, Just with those two? Just with those two, you can survive. What do you do here, if I may ask? Right now I'm standing here talking to you. Okay, you're funny. That's me. No, I work in insurance. Insurance? Yeah. Wow, interesting. Well, okay, I saw you little. I saw your eye like. No. Pays my bills. Yeah, sure. Yeah, you're right. Do you need one? I don't need life insurance. No. Maybe her. Do you need one? Life insurance? No, you're fine. Hey, you gotta. That's good. Oh, sorry. Yeah. What did you say? Sorry, maybe you need to. No, it's all or cool. something? No, it's all right. Okay. Sounds good. What do you do? What do I do, man? Many things. Yeah, many things. Yeah, I think I don't know, maybe some like a life artist. Life artist. Ooh, that sounds And cool. I'm also collecting stamps. Collecting Actually, we are stamps. collecting stamps. Oh wow. Yeah. Wow, that's cool. Yeah, I love it. I think in French you call that philanthropist. Oh, it's, Philatelist. Philatelist. Okay. Exactly. Yeah, and you can we actually sell them also. Oh wow. And quite some money with it. Whoa, okay. Yeah, there are some people with money who pay a lot for that. You can take me out. No, I didn't say anything. I'm joking. Oh, right. Oh, cool. So, I'm joking. Okay. Nice. Okay. Yeah. Nice. I mean, Berlin is amazing. Oh, Berlin, yeah. Yeah, or Hamburg. Hamburg? Yeah, you know that? No. I know hamburger. It's like. Is it from there? No, it's not from there. No. It's like it. Wo sollen wir denn hin? Schon mal Richtung Eiffelturm. I think we need to go now. Okay. Yeah, we have to leave. I think she said she wants to go to the Eiffel Tower. Yes. She said, yeah. Yes. She wanted to go in the evening, but. Want to go now? We can go now. Cool. Maybe we could exchange like numbers. Sure, maybe we can meet again. Yeah, I'm quite often here, so it would be nice to know someone to like go out for coffee. Yeah, why not? Talk about. Definitely. Yeah, I could write it down. Sure. Yeah, for how long are you guys staying here? 2-3 weeks, maybe even longer. Maybe even longer? Yeah, we have some free time right But now. you got some money too. You probably too, huh? If you need the life insurance, you call I don't Alexandra. think so.
Yeah, you. I mean, you don't I don't say want to I'm talk about staying money here. right now. Yeah. Sorry, it's not my business. It's okay. So, here. Cool. I won't say anything. Yeah, it was nice to meet you. Nice to meet you. See you again. Yeah. Bye. Bye. How do you say bye in German? You could say Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. That means like see you again. See you later. Tschüss. Tschüss. Yeah. Tschüss. Just yeah. When I was younger, we say tschüss like that. Do we say tschüss like that too? You No? could say it like that, but it's Like not that. necessary. Oh, okay. Just like tschüss. But Yeah, no, exactly. But Auf Wiedersehen is more like see you again. Okay. No, tschüss is more like you don't know when you see each other again. Auf Wiedersehen. Tschüss. Du bist nur vertieft in deine Geschichten, in deine Briefmarken, den ganzen alten Scheiß. Liebe ist doch eine Modeerscheinung. Vor 50 Jahren zum Beispiel unsere Eltern, die haben ja sowieso überhaupt nichts mit Liebe irgendwie am Hut gehabt. Da hat man geheiratet und es war, ja, das hat wenigstens gehalten. Das hat wenigstens noch gehalten, das ja. war- Kurze Nachricht geschickt, Empfangsbestätigung erhalten, automatisch. Sie. Hat sie gelesen? Warten. Außer Warten kein Leben. Anrufen wird nicht abgehoben. Einmal, zweimal, zu oft nicht aufdringlich sein. Warten, abwarten. Geist betäuben mit Leben nach außen. Leben, um zu vergessen. Und die Gefühle der anderen Frauen sind dir egal, oder was? Nein. Ich habe da auch keine Lust drauf. Ich möchte nicht irgendjemanden verletzen oder dass sich irgendjemand wegen mir schlecht fühlt. Aber wenn du weißt, eine Frau hat für dich Gefühle,
Und du sagst denen, dass... Nein, sie wissen von vornherein, wie die Sache steht. Ja, aber dann dass ich mit dir schläfst zusammen... du noch mit denen, trotzdem. Ja, hin und wieder halt. Ich meine, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Ich bin ehrlich und sie sind erwachsen. Sie müssen Verantwortung für sich selber übernehmen. Ich meine, ich spiele dir nichts vor. Ich sag dir nicht, hey, du bist die Einzige und du bist mir wichtiger als alle anderen. Das sage ich denen doch gar nicht. Ich sag denen auch, hey, ihr seid nur Sex, Affären, aber ich bin mit dir zusammen und ich liebe dich auch. Das sagst du denen? Ja, natürlich. Auch wenn ich mit denen jetzt irgendwie eine Affäre habe. Also ich meine, wir sind nie alleine. Die wissen genau, im Hintergrund bist du. Du bist die zählt. Scheiß auf die anderen. Und was sagen sie dazu? Die meisten sind cool. Für eine Weile. Dann fangen sie an irgendwie, dass sie mehr wollen und dass wir doch so gut zusammenpassen würden. Dann rasten sie aus. Manche blockieren mich auch, dann kann ich ihnen gar nicht mehr schreiben. Teilweise ist es echt Drama. Und das kannst du noch überblicken, ja? Natürlich, ich weiß, was ich will. Ich will dich. Was erwartest du denn, dass ich einfach zu denen gehe, mit denen irgendwie Sex habe und dann einfach verschwinde oder was? Das wäre denen gegenüber ja genauso beschissen, wenn ich das mache. Nee, wieso? Willst du was anderes von denen? Nicht direkt, aber... Es ist nicht einfach nur Sex, es ist schon irgendwie auch Gefühl mit dabei und nicht Liebe, aber einfach Zuneigung, verstehst du? Ich mag es einfach. Wir sind zusammen. Ich habe kein Problem damit, dass du mit den anderen Frauen schläfst, aber ich will einfach nicht, dass meine Freunde oder meine Familie dich mit anderen Frauen in der Öffentlichkeit sieht, weil da nur unnötig Fragen aufkommen. Und es ist mir ehrlich gesagt total unangenehm. Ja klar, ich weiß. Das tut mir auch leid. Dann ziehe ich halt so einen Schnauzer an, so eine Sonnenbrille und dann ziehe ich meinen Hoodie an und dann geht das schon. Ich meine, du bist wie eine Verbündete für mich. Viel mehr als das. Du bist Familie. Weißt du, es ist doch immer das Gleiche und viel zu einfach. Sie mochte dich am meisten, als sie dich nicht sicher haben konnte, als sie hinterhergerannt ist und du die ganze Zeit weg sein konntest. Und jetzt, wo du ihr hinterher rennst, dann behandelt sie sich wie Dreck. Also die Lösung ist, einfach andere Frauen treffen, geh hier in Paris aus, hab Affären, mach Fotos von euch, mach Selfies, poste sie online, dass sie sieht und in einem Monat ist sie wieder da. Weißt du, ich habe hier gestern eine getroffen. Ich dachte, es wäre ein tolles Date and I gave her the D, but she gave me the B. What is B? Bullshit, weißt du. Ich wollte einfach nur mit ihr angenehm danach reden, aber sie dachte, sie muss mich komplett psychologisch analysieren und mir sagen, wie ich drauf bin. Ich habe ihr nur so von mir erzählt und sie hat daraus jede Menge Zeug gezogen, was überhaupt nicht stimmte. Aber was hat sie denn dann so alles gesagt? Ich meine...
Weißt du, sie hat erzählt, ja, wenn ich so einsam in Paris bin. Ich habe ihr nicht gesagt, ich bin einsam. Ich habe ihr gesagt, ich bin alleine. Aber sie hat angenommen, ich bin einsam. Also ich glaube, sie spricht eher über sich und verpackt es in was, so ein Feedback über mich. Das ist irgendwie ganz oft so, wenn Leute einem psychologische Ratschläge geben, reden sie eher über sich selbst. Poch, Mann, jetzt denk doch mal nach. Ey, du hast schon so viel in eure Beziehung investiert, du bist part committed. Mann, jetzt zieh's auch grad durch. Stopp, das geht dich einen Scheißdreck an. Ist das klar? Mann, sei einfach verständnisvoll und du kriegst es schon hin, dass er dich irgendwie versteht. Cherie! Was machst du? Ich lese. Einen Briefmarkenkatalog. Mhm. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich war ein bisschen in der Altstadt. Du machst mal die Augen zu. Warum? Mach einfach. Okay. Und nicht gucken. Mhm. Okay. Kannst du wieder aufmachen. Wow. Wo hast du das her? Ich war auf dem Trödelmarkt bei der Notre Dame. Hab ich die gefunden. Danke dir. Sie geht noch. Wolltest du das wissen? Ich habe gefragt. Okay. Wow. Das ist schön. Das Ledertree ist der Hammer. Ja. Gefällt's dir? Ja klar, natürlich. Die ist aus den späten 50ern. Weißt du das eigentlich? Mhm. 35 mm Kamera. Ich will so einen Film kaufen. Hast du dich mit der Französin getroffen? Welcher Französe? Die von Sacré-Cœur? Nein. Aber ihr habt schon eure Nummern ausgetauscht, oder? Mhm. Kannst du die bitte löschen? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Die war super nett. Ich will nicht, dass du dich in unserem Urlaub mit anderen Frauen triffst. Hey, ich treffe mich mit der, trinken Kaffee, aber das ist unser Urlaub, okay? Wir beide zusammen. Bin ich raus. Was heißt denn, du bist raus? Hey, jetzt komm. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Dann geh halt. Komm jetzt. Scheiße. Hey, warte mal.
der Wahnsinn. Das war sowas von warm. Also ich meine, es war verrückt. Es war verrückt, Leute. Okay, ich erzähl's doch. Ich weiß, soll ich es erzählen? Auch das mit dem... Nein, du musst. Okay, auf jeden Fall. Okay, ich erzähl's euch. Okay, sie hat sich erst nicht getraut, aber... Ja, ich bin so da. Ich sag, nee, wir gehen da nicht rein. Oh, doch. Toni, ich gehe da nicht rein. Toni, ich mach das nicht mit. Wir fahren jetzt Kajak, hab ich gesagt. Ja. Ihr fahrt Kajak fahren? Klar, natürlich. Mutig. Hallo? Das war so verrückt, Toni. Hättest du das gedacht? Nee, das war sowas von verrückt. Hey, und dann ist er plötzlich ins Wasser gefallen. Ja, Mann. Nee, da hatte ich echt Sorge um dich. Was soll da schon passieren? Ja, das weiß man ja waren nicht. halt auch nicht mehr ganz nüchtern. Nicht alle Ernst, oder? Ja, wir waren betrunken und sind Ja. Kajak gefahren. So. Es war so Das Glück der Betrunkenen. Ja. Aber es war so romantisch. Ja, es war Echt auch, das war so romantisch. Ja. Eure Hochzeit war übrigens auch romantisch. Ach ja, das war so Ja, die war süß, schön. Leute. Na, echt. Ich meine, danke. das war einfach... Das war so echt schönes Toll. Hey, schade, dass ihr nicht dabei wart. Was? Auf unserer Hochzeit. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Ja. Hey, erzähl mal, wie war Paris? Schlechtes Thema. Also, ich meine, schlechtes Thema. Ja, alles gut bei dir. Du bist so still heute. Ja, alles gut. Ach komm, trink doch mal einen Sekt. Nein. Doch, jetzt trinkst du auch mit Nein, uns ich trinke mit. keinen Sekt, Jetzt keinen lass ihn Alkohol. Wenn er nicht will, Ich lass trinke einfach nur Wasser, das passt. Ja. Hey, dann lass uns wenigstens anstoßen. Ja, lass uns anstoßen. können wir Gute Idee. machen. Okay. Ja, auf uns. Auf uns. Prost. 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 Und bei euch, wie läuft's? Ja. Gut, oder? Ja, ganz gut. Wir hatten schon 3 Sitzungen Ach, bei das ist Dr. ja Kaufmann. gut. Und das tut uns echt gut. Also wir lernen uns auf eine ganz neue Art Mensch, und das ist Weise ja kennen. toll. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, das ist gut. Alles gut. Das war ein schlechter Tag, glaube ich. Alles gut. Aber ich freue mich total für Ja. euch. Das Ja. ist ja Echt toll. super. Wirklich. Quickies und One-Night-Stands, sexuelles Fastfood. Ich hasse es. Widert mich an. Eklig. Lange Affären liebe ich. Sind Sinfonien. Die schweren besonders. Allegro, Adagio, Scherzo, Finale, Presto. Genuss über Zeit. Was bleibt sonst im Leben? Fülle das Leben mit Genuss, es bleibt ja nichts. Zeit zum Tod überbrücken, Reality-Show des Lebens. Fülle die Zeit zwischen Geburt und Tod möglichst einfach, effizient. Vorgezeichnete Leben, Schule, Uni, Arbeit, Rente, Tod. Möglichst einfach gefüllt. Manchmal weggezappt vor Finale. Krankheit, Unfall, Krieg. Vergiss es, schalt nicht erst ein. Gefangen im Leben, was tun, so what? Vögeln, schreiben, genießen, vergessen. Saufen, fressen, vergessen, vermessen. Idioten sehen, der Idiot selber sein. Der Dropout, der hinter die Fassade blickt und im Echo der Klischees ertrinkt. Lieber auf der Fassade der Ordnung tanzen. Ignorieren. Die Leute wollen mich runterziehen. Ich ziehe sie hoch. Ich vergesse sie jetzt, sofort, gleich. Der Fernseher läuft. Zappen. Doku zu Tieren. Doku zu Krieg. Doku zu Panzern. Keine zum Sieg. Sieg überleben. Was ist das? Siegreiches Leben. Kontrolle haben. Lieben. Leute lieben dich. Du kontrollierst ihre Gefühle. Ist das der Sieg? Du liebst Leute. Sie kontrollieren dich. Es gibt keine Gewinner, das Leben ist für Verlierer. Ausschalten, den Fernseher, nicht das Leben, danach folgt Dunkelheit. Auch wenn es ankotzt, besser eingeschaltet als die Dunkelheit danach. Der Fernseher, das Leben. Wer selig heut für mich, wer selig heut für mich. Eine wie die andere. Ich denke in Kategorien. Sie ist wie Lara, sie ist wie Mia, sie ist wie Katja, sie ist wie Pia. Jeweils die erste bildet die Kategorie, alle weiteren folgen als Allegorie. Why do you tell her this? What do you expect? You don't walk up to your lover and say, I want to be with other women. I want to be with other lovers. Don't tell her the truth. Just do it. Just go out. Have fun. Lie to her. Women have an intuition and men have a sixth sense. So if you think she doesn't know, oh, my silly boy, of course she knows. Just don't tell her. She may suspect it, but don't tell her, because that hurts her.
really hurts her. Du wirkst so betrübt in letzter Zeit. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, dass es vorbei ist, dass ich nie wieder so eine treffen werde. Nie wieder? Ja. Weißt du, ich kenne das, wenn man irgendwie betrübt ist und denkt, jetzt geht's einem scheiße, also wird's nie wieder gut. Aber in dem Fall hilft mir immer die Black Swan-Theorie. Kennst du die? Nee. Das stammt aus der Zukunftsforschung. Man dachte bis vor einer gewissen Weile, dass es nur weiße Schwäne gäbe, bis man irgendwann schwarze Schwäne entdeckte. Und das war davor undenkbar, dass es schwarze Schwäne gibt. Und das wird so verwendet für so ein Ereignis, was passiert, was man überhaupt nicht vorhersehen kann. Weißt du, so in Richtung, es kann jederzeit was Gutes passieren. Du könntest in 2 Tagen eine treffen, die besser zu dir passt und du errechnest gar nicht damit. Weißt du, in der Geschichte war zum Beispiel das Internet sowas. So 1900 hätte niemand realistisch das Internet vorhersagen können. Und dann kam das und hat alles verändert. Und ich halte es gar nicht für unwahrscheinlich, dass man jemanden trifft oder dass was passiert. Und wenn man damit rechnet, dass immer mal was Gutes passieren kann, muss man sich gar nicht so betrüben. Also, man kann eigentlich immer optimistisch sein. Ganz ernst, hast du mal mit einer anderen was gehabt? Nein. Ohne Scheiß. Mir kannst du es erzählen. Ich sag's ihr nicht, also irgendwie. Niemals die Versuchung gewesen. Drüber nachgedacht vielleicht mal, aber es ist mir ja nicht egal, weißt du? Du kannst ja machen, was du willst, bei mir ist das anders. Ja, vielleicht. Ich hätte nie vorher gedacht, dass ich mal so glücklich sein kann wie mit dir. Verwüsten. Die scheiß Sachen! Ich hätte nie vorher gedacht, dass ich mal so glücklich sein kann. Es geht mir auf den Sack mit deinem Scheiß die ganze Zeit. Ich meine, kannst du nicht mal von was anderem reden? Was hast du gerade gesagt? Oder was? Du kannst machen, was du willst, ne? An deinen ganzen Schlamm. Keine Ahnung, mich interessiert es halt einfach nicht. Du solltest echt aufpassen, was du zu mir sagst. Okay? Das sagt der Richtige. Hör auf Sagst gerade du? Ja, guck mir doch in die Augen. Ich will dir nicht in die scheiß Augen gucken. Weißt du überhaupt, was du gerade zu mir gesagt hast? Too much unnecessary drama. Unnecessary drama. Affekt gerinnt zu Emotion, gerinnt zu trüber Fettschicht auf dem Gedankenbrei. Alles zeichnet sich nur noch gedämpft unter dicker Schicht ab. Gedanken, Gefühle, nichts mehr definiert, nur noch leichte Erhebungen und Senkungen im erstarrten Fett. Sie durchsetzt mich. Ich durchsetzte sie, aber sie antwortet nicht. Verletzter Stolz, unreif, aufstehen, weitergehen, nichts hält mich hier. Dunkle Wolken überall, mir egal, bin in meinem eigenen Schatten gefangen, unter Fettschicht isoliert. Why to her? Die tut dich doch total über den Tisch ziehen. Die wollte doch ein Hündchen. Hat sie dich gekriegt, jetzt bist du das Hündchen, rennst hinterher. Und? Ist das toll? Du bist doch auch eine Person.
Du hast doch deine klaren Vorstellungen gehabt. Du hast dir von Anfang an klipp und klar gesagt, was du machen willst, was du nicht machen willst, wie eure Partnerschaft funktionieren soll. Und hat sie das im Nachhinein nicht eigentlich komplett ignoriert? Du hast mich irgendwie immer fasziniert. Das ist der Spruch an, aber... Wow, das hat mir noch niemand gesagt. Siehst du, du bist schon auf dem richtigen Weg. Das muss ich noch richtig. Alles gut? Sag dir, du hattest eine mehrmonatige Beziehung und die war scheiße gelaufen, aber sie ist anders. Sag's. Das stimmt doch gar nicht. Ist doch egal, die Frauen wollen hören, dass sie anders sind. Das heißt nichts, aber du sagst. Ich hatte gerade erst eine mehrmonatige Beziehung hinter mir und ja, eigentlich war die ziemlich scheiße und im Gegenteil dazu, du bist wirklich anders. Die Ohrringe sind auch anders. Genauso wie deine Ohrringe sind auch irgendwie anders. Die hängen sich so schön ab. Das bedeutet mir so viel. Du hast doch irgendwas. Ich weiß, du brauchst das mit anderen Frauen. Das war ja von Anfang an schon so. Aber was? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich schaff's nicht. Nicht mehr. Aber wir haben auch darüber geredet. Du hast gesagt, es ist gut. Und es ist auch gut zwischen uns. Ja, vielleicht habe ich gehofft, dass es sich ändert, wenn wir zusammen sind. Das mit den anderen, das ist gar nichts. Das ist nur Sex und du bist was, nein, du bist, Genüge ich dir nicht? natürlich genügst du mir, du bist besonders, ich bin mit dir zusammen, ich bin nicht mit den anderen zusammen, das mit den anderen ist... Dann hör auf, bitte. Ich kann nicht aufhören. Ich meine... Warum nicht? Guck mal, ich bin einfach so. Ich kann nicht ändern, wer ich bin. Aber du weißt, ich liebe dich. Du weißt es. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht. Okay? Hey, nicht weinen, nicht weinen. Nicht weinen. Du wusstest es. Ich habe dich nie angelogen, ich habe dich nicht betrogen, ich habe dir immer gesagt, dass ich so bin. Aber du bist besonders. Du bist wichtig. Und ich kann dich nicht verlieren, ich brauche dich, bitte, bitte. Ich will dich nicht verlieren. Du machst es mir so schwer. Ich
Ich will das nicht. Ohne dich bin ich allein. Verstehst du? Ich werde es versuchen. Okay. Wie lange bleibst du noch in Paris? Vermutlich noch so eine Woche. Also eine Woche. Kannst du das überhaupt leisten? Klar. Ich bin Ingenieur. Kein Lebenskünstler. You take my bag? Yeah, sure, give it to me. Lebenskünstler zu sein ist natürlich super, aber irgendwie muss man ja auch seine Zukunft planen. Ja, das stimmt. Für die Familie. Das ist mehr Begeisterung. Oh, du bist Philanthropist? Philatelist. Ah. Kennst du dich damit aus? Nee, aber kann man damit Geld machen? Du bist krank, weil du mit jemandem wie mir zusammen bist. Du bist eigentlich bescheuert. Niemand will mich haben, wie ich bin. Du willst doch auch, dass ich mich umbringe, oder? Du kannst mich nicht leiden. Ich versteh's endlich. Niemand mag mich. Lass mich. Nee, wir können uns nicht einfach umarmen. Was soll die Scheiße? Sag doch nicht immer dasselbe, ey. Mach mich so weg. Ganz ehrlich, leck mich. Ja? Das war eine komische Art und Weise, das zu zeigen, ne? Was willst du eigentlich von mir? Ich versteh's überhaupt nicht. Badam 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 dam badam 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 dadam badam 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 dam badam badam badam. Ich glaube, ich stehe auf Mädels, die irgendeinen Schaden haben, Punkt. Keinen offensichtlichen oder sowas, sondern dass sie im Alltag zu funktionieren und zufrieden wirken, Punkt. Aber wenn man sie besser kennenlernt, zeigen sie mir als einzigem, dass sie jeden Abend aus Einsamkeit weinen, Punkt. Der Punkt ist in der neuen Zeit. Ja. Du kannst es ruhig sagen, sie ist schlanker als ich, hat einen besseren Körper, sie ist hübscher, selbstbewusster. Was willst du überhaupt von mir? Das ist doch Quatsch! Sie ist nicht mal annähernd so hübsch wie du. Ich meine, wir sind Verbündete, du erinnerst dich doch, und die anderen sind Quatsch, okay? Hey. Fass mich nicht an! Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, keine Ahnung. Nee, ist alles gut, ich verstehe das.
Mit der von letzter Woche würdest du sicher genauso lachen, ne? Das ist doch Quatsch, ich liebe dich. Ich denke doch gar nicht an die anderen. Mit wie vielen Frauen hast du schon gekocht, so wie mit mir? Was? Ich kann diese Frage überhaupt nicht beantworten. Ich denke gerade an Warum niemanden. suchst du dir nicht einfach eine, die besser zu dir passt, hm? Was gibst du dich denn mit mir ab? Du bist toll, okay? Ich liebe dich und ich will keine andere. Tut mir leid, ich liebe dich auch. Es ist nur manchmal so schwer, weißt du. Ich fühle mich so ungenügend. Sorry. Lass das Handy einfach weg. Ja, dann hör du auf zu rauchen. Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Was soll ich machen? Ich bin halt die ganze Zeit im Stress. Nein, Mann, ist doch alles cool. Ist auch schon mal gut, dass du hier bist, dass ich vorbeikommen konnte. Gerne, Mann, jederzeit. Das ist in Ordnung. Ich will dir helfen. Du bist für mich alles. Wirst du aufhören mit anderen Frauen? Ich dachte, wir beide wollten einander akzeptieren, so wie wir sind. Also uns nicht irgendwie verbiegen für den anderen. Es geht mir so schlecht damit. Ich will dir nichts verbieten, aber ich will das nicht. Glaub mir, es wird alles gut. Du musst nur an dich glauben. Ich kann dir dabei helfen. Ich meine, dann sehen wir weiter. Es tut mir leid, dass ich so anstrengend bin. Ach was? An wen war diese Nachricht? Wie bitte? An dich? Warum schreibst du plötzlich HDL? Ja, ich schreibe sonst immer, ich liebe dich, aber ich dachte, es wäre noch was Neues. Du bist echt das Letzte. Halt die Fresse! Oh, was soll denn das? Wie redest du mit mir? Also wenn ich gleich aus dem Fenster springe, dann bist du dran schuld. Glaubst, geht noch los oder was? Willst du mir etwa sagen, deine Scheißgefühle sind dir wichtiger als ich, ha? Ach, ich verstehe. Der Herr kann mich nicht leiden. Du kannst mich nicht leiden. Ja, du willst, dass ich mich umbringe. Ja, du willst mich fertig machen. Und niemand mag mich. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ihr wollt alle, dass ich mich umbringe. Ihr alle! Tut mir leid, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist mit mir. Keine Ahnung. Es tut mir echt leid. Ich bin ein bisschen besorgt um dich. Ich weiß, sorry, es klingt jetzt überraschend, aber hast du mal an eine Therapie gedacht? Ich bin doch nicht verrückt. Nein, hey, du bist nicht verrückt. Ich meine, ein Therapeut hilft einem einfach manchmal, also... Ich brauche jemanden, der mich versteht, nicht der mir zuhört. Hey, ich unterstütze dich. Ich bin bei dir. Ich überleg's mir. Okay. Schön. Noch nicht ganz fertig, ich suche noch, aber... Ich habe so viel über die Fotografie gelernt von dir. Mach mal so eine coole Pose. Mach mal. Ja, genau. Okay. Noch ein bisschen cooler. Kopf nach unten. Ja. Okay, perfekt. Neulich schrieb sie mir ganz kühl, dass sie nach all dem, was zwischen uns war, sich noch nicht einmal eine Freundschaft vorstellen könnte. Mich hat das natürlich sehr getroffen, weil was für ein schrecklicher Mensch muss ich sein, dass diese Person, mit der ich so unglaublich tiefe Interessen und Hobbys teilte, so besondere Augenblicke, mich noch nicht einmal casual in ihrem Leben haben will. Hätte sie das Ganze mit mir nicht wie mit so einer Axt beendet, abgeschlagen, sondern wäre sie danach noch befreundet geblieben, hätten wir beide wahrscheinlich besser damit umgehen können, aber so... Schuldlos bin ich auf jeden Fall nicht. Man könnte auch sagen, ich war der Ältere, ich musste erfahrener sein, aber trotzdem.
Als wir uns kennenlernten, war es zunächst total stürmisch. Nach ein paar Wochen hatte sie das Gefühl, ich bin ihr Seelenverwandter, ich hatte das Gefühl, ich bin ihrer, wir können über alles reden und sie redete auch wirklich über alles. Ja, nach ein paar Tagen wusste ich schon alles über ihren Ex-Lover, ihren besten Freund, mit dem sie was gehabt hatte. Bevor sie mich kannte, so 6 Monate, 3/4 Jahr ab und zu. Sie wurde da viel zu explizit und sie erzählte mir immer mehr Details, die ich gar nicht wissen wollte, über irgendwelche Körperteile von ihm, die mich irgendwie nicht besonders anmachten. Naja. Seitdem begann meine Fantasie verrückt zu spielen, was diese unschuldige, wählerische Frau denn vor mir schon gemacht hatte. Ich begann es mir bildlich vorzustellen. Ich begann mir vorzustellen, wie dieser fürchterliche Typ sie austrickste. Ich begann auszurechnen, wenn die Hautzellen sich erneuern, wann die Spuren von seinen Fingern da weg sind, wann praktisch keine Zelle mehr übrig ist, die er angefasst hatte. Meine Fantasie spielte verrückt, ich kann doch nichts dafür. Ich stellte mir vor, 6 Monate lang, 2-mal die Woche, was hat dieser Typ denn so generiert? Was für eine Menge kommt da zusammen? Es ging mir nicht aus dem Kopf. Und natürlich habe ich ihr gesagt, sie soll diesen Typen nicht mehr wiedersehen. Natürlich habe ich ihr gesagt, sie soll vergessen, dass es diesen Typen jemals gab. Natürlich wollte ich, dass sie all sein Zeug wegwirft. Man kann jetzt sagen Gleichberechtigung, aber ich glaube nicht an abstrakte Gleichberechtigung, sondern jeder muss doch sehen, was okay ist. Ihr macht es nichts aus, dass ich andere Frauen hatte. Mir machte der Gedanke an früher was aus, bei ihr. Und dann begann sie den Typen nicht mehr leiden zu können, begann ihn zu blockieren und er war weg. Und es gelang mir immerhin, den Gedanken an diese 6 Monate bis Paris zu vergessen. Guckst du mich an? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dir da... Keine Ahnung, ob ich dir vertrauen kann. Du, wir können noch auf diese Auktion gehen nächste Woche. Ich habe einen Zeitungsartikel da liegen gesehen von dir. Ich wirklich. Tut mir leid. Schüchtern ist nicht automatisch nett. Ist das dein Ernst? Ich fühle mich immer zu so schüchternen Leuten hingezogen, weil das hat so was von Mentor, weißt du? Oh, ich helfe ihr, mal über ihren Schatten zu springen, ich helfe ihr, selbstbewusster zu werden. Aber ich übersehe dabei oft, dass sich dahinter eigentlich jede Menge Sachen verbergen können. Jemand kann das totale Arschloch sein, aber sich nicht trauen, es rauszulassen. Oh, du bist da leidtragend, das tut mir aber leid. Zumindest was mich angeht, oft wenn ich irgendeine Frau sehe und sie mag und sie ist schüchtern, nehme ich einfach an, sie ist ein guter Mensch. Sie ist nett, Benefit of the doubt immer. Aber man weiß es einfach nicht. Irgendwie nach einer Weile kommt es erst richtig raus. Und ich glaube, du sehnst dich nach der schüchternen Zeit, nach der schüchternen Seite von ihr, die sich einfach nicht so traut. Gegenüber dir ist sie jetzt das totale Arschloch geworden. Gegenüber anderen ist sie noch die schüchterne Nette. Irgendwie ist das doch auch schade. Vielleicht suche ich sowas und brauche das auch. Jemanden, an dem ich arbeiten kann oder jemanden, dem ich helfen kann. Oder eine Person, die sich einfach mir so unterwirft. So ist es. Unterwerfung. Weißt du, was nicht mehr gerettet werden kann, kann nicht gerettet werden. Das ergibt doch Sinn. Da hast du recht. Ja, siehst du es doch selber. Come on. Das ist ein Thema. Aber echt. Retten kann man nicht retten. Ja, Mann. Ja, jetzt hast du es gelernt, oder? Ja, du hast recht. Also setz es auch um. Sollen die einfach nicht mehr schreiben und sie einfach nicht mehr sehen. Genau, müssen wir eh nicht machen. Komm, also wenn wir auseinandergehen, machst du es gleich wieder. Einmal auf dich ein und dann machst du mich wieder fertig. Ja, ich geh doch mal mit. Ja, ich gehe mit. Aber nee, tust du nicht. Doch, also tust du es nicht mehr? Du hast doch gesagt, jetzt gerade, wo du mich auf diesen Satz aufmerksam gemacht hast.
Es ist, glaube ich, wirklich Zeit loszulassen. Wenn du das schaffst, wäre es sehr gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist notwendig. Auch für mein eigenes Wohl. Das finde ich gut. Muss halt aufpassen, weil jetzt... Solltest du mal eine Freundin dir besorgen? Also eine. Eine? Ja. Wieso eine? Einfach mal so ausprobieren. Aber dann will ich doch immer... Ja, aber dann will ich doch immer was mit anderen. Ja, aber dann unterdrück doch einfach mal diesen Impuls und schau mal, was passiert. Aber warum? Das Leben ist kurz. Okay, jetzt kommen wir schon an den Punkt. Das Leben ist kurz. Ja. Also mir kommt das Leben sehr, sehr lang vor. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie alles schon erlebt habe. Jetzt schon. Ja, das klingt blöd. Es ist nicht so, ich habe jetzt alles gemacht, was es gibt, aber irgendwie, egal was ich tue, ich habe immer so das Gefühl, das habe ich irgendwie alles schon erlebt. Das ist so. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber so lebensmüde. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viele Erfahrungen schon gemacht, dass ich so gesättigt bin. Es ist wichtig, weil ich habe gemerkt, für mich bin ich nur in der Balance mit mehreren. Verstehst du nicht, du machst das schon so lange. Du kennst das andere ja gar nicht. Ja, aber schau du hast das andere ja nie gemacht. Wo willst du denn wissen, wie es sich anfühlt? Wenn ich mit einer bin, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich verpasse was. Und dann muss ich halt noch mehr und mehr. Genau. Und seitdem du dieses Gefühl hast, was du wahrscheinlich schon immer hattest, bist du halt mit Frauen ins Bett gestiegen ohne Ende. Ja. Weil du hast nie das andere ausprobiert. Du weißt nicht, wie es ist. Ich meine, ich habe es mal eine Weile ausprobiert und dann hatte ich Lust auf eine andere. Und dann habe ich ihr gesagt, ich will eine andere und sie sagt, ja, es ist okay. Ja, und dann habe ich auch ein bisschen Arbeit mit drin. Ja, aber lohnt sich die Arbeit? Weißt du, das ist die große Frage. Nein, im Ernst ist die große Frage, lohnt sich das? Lohnt sich dieses Opfer zu bringen? Aber guck mal, für eine Beziehung. Das Endresultat ist doch so, du bist jetzt, keine Ahnung, 8 Jahre, 7 Jahre, wie lange auch immer in einer Beziehung und hast keine andere Frau. Dann geht es irgendwie auseinander und danach ist es beschissen, dann waren die Jahre wie weggeworfen. Weißt du, die Erinnerung ist... Bei dir ist das alles so gefärbt, du siehst das alles durch so einen Filter. Was für einen Filter? Keine Ahnung, mit deiner Einstellung. Ja. Nimm mal die beiseite, nimm mal irgendwie eine andere Einstellung. Mein Problem ist, weißt du, probier's mal aus. Ich bin Sammler, siehst mal so, ich bin Sammler. Ich mag es, diese Eindrücke zu sammeln. Ich mag Sex mit Frauen zu sammeln. Ich mag es, die rumzukriegen, das alles zu sammeln, diese Erinnerung. Aber immer muss man auch was. Ja, guck mal. Und schau mal, ich bin jetzt noch in einem Alter, wo ich jung genug aussehe, dass ich mit Frauen was haben kann, die ich heiß finde. Soll heißen, solange du noch jung aussiehst, machst du das. Und wenn du alt aussiehst, dann holst du dir eine. Ja, irgendwie, eigentlich ist das ist doch der Gameplan, weißt du? Das ist Big Plan. Sobald du irgendwann zu alt bist, kommst du mit einer 19-, 20-Jährigen zusammen und dann bleibst du dabei. Und dann haut sie von dir ab und sagt, ich habe was mit anderen Typen. Und dann heulst du rum und sitzt da, ich liebe dich. Wieso? Ich schau gern zu. Wenn sie es vor mir macht mit den anderen. Ja, du hast diese lockere Haltung, aber... Ja, aber irgendwie, man weiß es. Der Schlüssel ist eigentlich, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Weißt du, selbst wenn der Plan schief geht, dann bin ich halt immer noch, hatte ich ein gutes Leben. Oh, der Reeperbahn nachts mal Wein. Ob du Mädel hast oder kein, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts mal Wein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Weg, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, feiner. Kannst du bitte endlich aufhören, mit den anderen Frauen zu schlafen? Für mich. Kannst du für mich bitte an dir selber mal arbeiten? An deinen Unsicherheiten? Weil das ist das Problem. Es geht nicht um die anderen Frauen. Ich bin das Problem. Ja, natürlich. Nein, also du bist nicht das Problem, aber es gibt ein Problem. Irgendwas, du musst dich, keine Ahnung, selber finden oder Selbstbewusstsein entwickeln. Und du glaubst, es liegt nur an mir. Du verlangst von mir was ziemlich viel. Du verlangst, dass ich einen großen Teil von mir verändere. Und sobald ich es dann ändere, gibt es ein neues Problem. Und ich sehe da ein Muster und das ist, du musst an dir arbeiten zuerst. Und wenn du danach immer noch ein Problem hast, dann okay, gut, dann können wir drüber reden. Sag mal, wenn du mich so sehr hasst, was willst du dann eigentlich von mir? Du hilfst mir nicht, indem du mich wegschickst. Ja, du hast recht, aber du bist viel kranker als ich, weil du mit mir zusammen sein willst. Das versteh mal einer. Die Leben der anderen laufen lassen.
nicht darin herumfuschen. Fly on the wall sein. Beobachten, zurückziehen. Ich tick überhaupt nicht immer gleich aus. Das hat auch was damit zu tun, wenn du dich auf jemanden total emotional einlässt, aber die Person nicht total stabil ist, kann es sein, dass du plötzlich an Emotionen von jemand anderem abhängig machst, der nicht dein Bestes im Sinn hat. Who doesn't have your best interest in mind. Du machst mich wahnsinnig mit deiner Scheißart, immer alles schönreden zu wollen. Ach, Schatz, du machst das alles total toll. Das ist überhaupt kein Problem. Nicht diesen Problem. Wenn ich so darüber nachdenke, als ich so 19 war, da dachte ich, oh Gott, ich kann nicht mit einer Frau sein, die nicht Jungfrau war und ich will mit einer sein für immer und es kann nicht sein, dass sie davor jemanden hat und wir sind so exklusiv, oder als ich 18 war. Und jetzt denke ich, irgendwie ist doch alles egal. Es ist ein bisschen schade, ich gebe es zu, es ist so ein bisschen beliebig, das Ganze. Stell dir mal vor, als Bild, jemand, der immer wandert, der nie irgendwie länger an einem Ort bleibt. Er wohnt da ein Jahr, 2 Jahre, dann geht er wieder an einen anderen Ort, dann geht er an einen anderen Ort und der kommt nie irgendwo an. Ja. Und das ist genau das Ding. Du kommst nicht an. Aber du gibst den Frauen zu viel Gewicht in deinem Leben, weil guck mal, es ist nicht unbedingt, dass du von einem Ort zum anderen... Frauen. Aber es geht nicht um Frauen, es geht um die eine. Ja, die eine. Die Leiden des jungen Werther und alles so romantisch, weißt du. Und manchmal, wenn man nicht allein durchs Leben gehen will und das so ein Antrieb ist, dann agiert man eigentlich aus Angst. Was ist, wenn es mir nicht gelingt, jemanden zu finden? Und aus dieser Angst verengt sich dein Blick nur auf sie. Die Angst schon hinaus. Es ist nicht mehr Angst. Natürlich trinken wir lieber Wasser oder O-Saft. Wir sind ja 12 Jahre alt, dass wir keinen Wein trinken. Für mich ist immer das Bitterste an solchen Situationen, dass du jemanden kennenlernst und denkst, diese Person liebt alles an dir, sie ist so eine Seelenverwandte und plötzlich fühlst du dich komplett unverstanden. Weißt du, plötzlich ärgert sie sich darüber, wird wütend, lehnt dich ab. Ja, Schatz, das ist toll, wie du das machst. Ja, das finde ich wirklich, das ist total schön. Es ist halt einfach so, dass ich Fehler gemacht habe. Und die sieht gut aus. Ja, dann geh halt. Schnaps. Komm, Teamwork. Sharing is caring. Konstantin. Dieses ganze monogame Beziehungszeug ist sowieso so ein komisches Konzept. Gib dich einen verfickten Scheiß. Es geht ja darüber hinaus. Es geht ja nicht mehr nur um Sex, sondern es geht um was. Man unterstützt sich gegenseitig. Die Welt ist auch nicht. Ich denke zu objektorientiert. Ich denke zu. Die ganze Verantwortung allein tragen, da hast du auch keinen Bock drauf. Ist doch viel schöner, wenn du jemanden hast und du willst eine Familie gründen, du willst Kinder haben, du willst Ich beneide auch Leute, die das können, weißt du? Wenn jemand damit glücklich ist, eine Familie zu haben und Kinder zu haben. Ich hätte gerne Familie und Kinder, aber ich weiß, wenn ich eine kennenlerne, die mir passt, in 2 Wochen fühle ich mich gefangen und will die nächste. Und ich habe es einfach akzeptiert irgendwann, so bin ich halt. Komm, verschwinde. Danke. Irgendwas beschäftigt dich doch. Maria und ich haben wieder gestritten. Wir streiten ziemlich oft. Siehst sie doch, sie bestimmt einfach alles. Verstehst du? Alles. Und ich mache den ganzen Scheiß mit. Du musst mal deinen Kopf freikriegen. Du kannst nicht die ganze Zeit bei der zu Hause sein und irgendwie bei der Arbeit und sonst nichts. Du siehst deine Freunde kaum noch. Freunde nicht mehr sehen. Ja. Das nennt man erwachsen werden. Das ist so ein Bullshit. Warum? Was ist denn daran Bullshit? Was soll das heißen, erwachsen werden? Da will ich auf gar keinen Fall erwachsen werden, wenn ich meine Freunde nicht mehr sehen kann. Ich bin so kurz davor, wahrscheinlich zu heiraten. Und vielleicht macht mir das Angst. Habt ihr mal über Kinder nachgedacht eigentlich? Ja, klar haben wir über Kinder nachgedacht. Aber solange wir diese Probleme haben, kann ich mir keine Kinder vorstellen. Und das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Aber erzähl jetzt mal ganz genau, was ist das Problem? Was ist Ihr Problem? Warum stresst sie dich denn so? Vielleicht ist es genau das, vielleicht will sie ja ein Kind. Vielleicht will sie ein Kind und vielleicht will sie auch das Ganze nur kontrollieren. Aber du kannst das nicht kontrollieren. Ich habe mich angepasst, damit es irgendwie funktioniert. Du musst mal schreien. Schrei mal, ja! Ja, aber richtig. Schrei doch mal richtig laut, Alter. Lass die Scheiße raus.
Wann hast du das letzte Mal geschrien, ha? Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal geschrien habe. Ja, genau. Ja, was soll ich dir denn erzählen? Natürlich mache ich einen Scheißjob mit Scheißleuten und krieg Ärsche. Und hab eine Scheißbeziehung. Ich hab 8 Jahre von mir da rein investiert. Und was bekomme ich dafür? Nichts. Ja, sorry, es tut mir leid. Scheiße. Verstehe schon. So eine Scheiße. Then came the day angels took her away, and he prayed to God to take him too. But in the darkest night he saw a shining light, and he knew what she wanted him to do. Let it shine, walk that straight and narrow line. He'll let his heart be his guiding light. Let it shine, shine, shine. Let that love light shine. Keep that torch of love burning bright. He kept that torch of love burning bright. Das ist wunderschön. Du bist wunderschön. Das ist mein Geschenk zum 2. Jahrestag. Weißt du, was das ist? Das ist eine amerikanische Silbermünze aus 1883. Und sie steht für Freiheit. Ich dachte, das passt zu dir. Und solange du sie hast, bin ich immer bei dir. Tatsächlich habe ich viele Dinge, die mir ein schlechtes Gewissen bereiten, nicht mit Absicht getan. Punkt. Als ich mit ihr zusammenkam, idealisierte ich sie. Ich dachte, ich will alles richtig machen. Sie begann mir zu erzählen, was mit ihrem besten Freund mal lief, erzählte mir, was für ihre körperliche Erfahrung bisher war. Wir vertrauten einander doch so, dass sie ganz offen war. Und irgendwie ging es mir nicht mehr aus dem Kopf. Meine Dämonen erwachten und ich brauchte es, dass sie sich schlecht mit der Vergangenheit fühlt und den Typen aus ihrem Leben schubst. Man könnte aber sagen, dass ich damit ein Teil jener Kraft wurde, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich wollte selber nicht, dass meine Dämonen geweckt werden. Es war negative Energie. Aber immerhin habe ich es geschafft, dass sie über den Typen hinwegkam und mit ihrer Vergangenheit abschließen konnte. Als ich sie kennenlernte, hatte sie noch den Status, ich verstehe mich so gut mit ihm, es lief nicht so gut, körperlich war es nicht so, aber ja, wir sind gute Freunde und ich bereue nichts. Nach 3 Monaten war sie bei dem Status, ich fühle mich schmutzig, dass der mich je anfassen durfte. Du hast mir gezeigt, dass ich viel mehr wert bin. Ich will nicht mehr zurückdenken, ich wünschte, es wäre nie geschehen. Ich lösche seine Nummer, ich schmeiß alles von ihm weg. Was von den beiden gesünder ist, glaube ich, streitbar. Ich verstehe schon, sie ist geil. Aber schau dich doch mal an, Bro. Sie macht dich komplett fertig. Du kämpfst drum, um eine entsicherte Handgranate halten zu dürfen. Schmeiß sie weg, Alter. Je weiter sie weg ist von dir, desto besser. Und wie oft hast du seinen Schwanz gelutscht? Wie bitte? Du hast genau verstanden, was ich gesagt habe. Ich bleibe nicht auf dem Niveau mit dir. Auf dem Niveau? Du hast auch gar kein Niveau. Ich hab kein Niveau und was hast du? Was meinst du, ne? Deine ganzen Trophäen, ne? Mann, das sind keine Trophäen, hör auf damit! Warum machst du jetzt so blöd? Ich hab's dir gesagt, der Typ ist da, um dich zu ficken und das hat er jetzt auch gemacht. Ich mach einen Fehler, du 1000, das ist Ein Fehler? Das machst du nur, um mich zu verletzen, das ist genau der Grund. Ich hab dir gesagt, dass bei mir ist es ein Drang, aber bei dir ist es nur... Also was halt deine Fresse? Du hast mich genau verstanden, halt die Fresse! Ihr nicht im Mund, das ist klar.
Nicht verlieren. Und ich setze bitte in 2 Stunden. Was? Meine Sachen. Hast mich schon verstanden? Ja, weißt du was, dann verpiss dich doch. Ich brauch dich gar nicht. Ich fühle mich, als habe ich einen Druck in mir, als ob ich platze, unglücklich. Es fühlt sich an, als sei das einzige Ventil Schreien, Weinen, verzweifelt sein. Doch tue ich es kaum, denn zum einen mache ich mich dadurch zum Affen, zum anderen, wichtiger, würde ich mich dadurch doch nicht besser fühlen. Es ist eine Illusion, dass es auch nur kurze Linderung bringen könnte. Alles daneben scheint unwichtiger. Ich werde unproduktiver. Warum? Leicht erklärt. Stell dir vor, du hast einen starken Druck in dir, den du ablassen musst. Du musst aufs Klo oder kotzen. Dringend. Solange du den Druck nicht los bist, wirkt alles nebensächlich. Du kannst dich auf nichts konzentrieren. Der Druck ist weg, wenn sie mich mag. Wir müssen uns nicht mal sehen. Es reicht zu wissen, dass sie mich mag. Wäre alles okay, wäre das, was ich schreibe, beschreibe, romantisch. Das ist die erste Briefmarke überhaupt. Und wann ist sie? 1840. Krass. Ja, schon ziemlich krass. Aber wieso hat die keine Zapfen? Das gab es damals noch nicht zu der Zeit, als die rauskam. Das kam dann erst später. Ja, und das hier ist ein Faltbrief. Also eigentlich ein halber. Du bist so egoistisch. Die erste Reihe, die ist immer mit A und vorne. Und dann ist halt A, A, B, Ich hab das Gefühl, egal was ich Dein mache, es ist nie Genau. gut genug für dich. Und das B bedeutet dann NEE. Ja, das Geh ist mal auf das die ein, was ich von dir will. Ja, genau. I. Genau. In welcher der- Reihe, in welcher Position. Ah, okay. Lass mich in Ruhe, ey. Kann nicht immer so weiterleben. Man muss mal erwachsen werden, zur Ruhe kommen, beruhigen, beruhigt werden, krepieren. Kein Trippeln im Schritttempo. Schritte zählen, Counting Steps, Nordic Walking, mit Stöcken sein Leben aufspießen, kann nur leben, ganz oder gar nicht. Komme schneller ans Ende als der trippelt. Jeder kommt ans Ende, Einbahnstraße. Du kannst doch nicht immer in Bewegung bleiben. Wer bremst, verliert. Pfadfind zerzaust mich, lässt mich leben. Speed is life. Verlierer, Loser, alle, jeder lost, verloren. Wer bremst, verliert. Weißt du überhaupt, was du gerade zu mir gesagt hast? Was machst du die ganze Zeit mit mir, oder? Tu vorher so, als würdest du dafür interessieren und so gar nicht. Ja, es ist mir scheiße. Alter Scheiß, ja? Geh weg! Hau ab! Dann machen wir, wie ich will. Deine Scheiße, du willst nicht mehr hören! Du bist die ganze Zeit so, als würdest du dich dafür interessieren. Und auf einmal sagst du, das ist ein alter Scheiß. Ja, ist es auch. Alle Männer rennen von Das dir. ist Alle rennen von dir. Und wieso stehst du Weil da einfach noch eine hier? falsche Bilde bist. Eine falsche Du bist eine falsche Wie- Bilde. Ey, ich hab Du nur schiebst gesagt, Leuten irgendwas vor, aber du machst gar nichts. Einfach Scheiße. Was sagst du oder was? Ja.
Ja, geh du doch. Geh du doch. Nein, ich will dich nicht sehen. Hey. Ja, wenn du mich nicht sehen willst, dann geh ich. Du kannst mich anschreien, du kannst mich von mir aus anspucken, du kannst mich schlagen, ist mir scheißegal machen, aber ich werde mich nicht verpissen. Weißt du, ich habe nachgedacht, wegen deiner Ex. Ich glaube, wenn man so einen Lifestyle hat wie wir, wenn man das braucht, was wir brauchen, dann ist das halt der Preis. Dass du einen nach 2 Jahren hast, egal was man tut. Kenne ich doch von mir selbst, wenn man sich nicht entscheiden kann. Hat eine Beziehung halt eine Halbwertszeit von 2 Jahren, eine Vollwertzeit von 2 Jahren. Dann hast du ja eine und dann die nächste. Und das ist in Ordnung. Wie, für mich? Danke. Der Jahrgang fehlt mir doch. Mein Ex hat sich wieder bei mir gemeldet. Er sagt, dass es ihm alles leid tut, dass er mich versteht und dass er mir auch die Affäre in Paris verzeiht und dass ich dann einfach weggefahren bin. Das fand ich schon krass, weil ich meine, wenn, dann sollte ich ihm seine ganzen Affären verzeihen, nicht umgekehrt. Ich meine, es waren 2 Jahre und in diesen 2 Jahren habe ich oft genug gesagt, dass er das nicht mehr machen soll, dass ich es nicht kann. Und ich weiß nicht, wenn ich die Gewissheit hätte, dass er es ernst... Selbst meine Familie und meine Freunde sagen, dass sie ihm nicht vertrauen würden, dass er sich nicht mehr ändert. Und ich weiß nicht, trotzdem würde ich mich irgendwie einfach für ein letztes klärendes Gespräch oder halt, um zu gucken, wie es jetzt wäre. Vielleicht ist es ja jetzt anders. Mich schon gern noch mal mit ihm treffen. Ja, wahrscheinlich ist es Schwachsinn. Ich lasse es lieber. Ich werde ihm nicht antworten, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er das Gleiche noch mal mit mir macht, dann... Ich glaube, das könnte ich nicht. Das würde mich wahrscheinlich kaputt machen. Ich antworte ihm nicht. Let's run away like Bonnie and Clyde. Let us leave all behind. Now let us decide. You want to live boring, leaving no mark, or let's deeply scratch society's spark. We'll run away, they'll want us dead. We will be free, what's good and what's bad. We will live short, but at least we have lived. Not like those people who merely exist. Let's run away like Bonnie and Clyde. We will still be alive long after we died. We'll be gone soon, but we just don't care. We lived more intense than those who don't dare. It won't be easy, the dangers are vast. Our every move might just be our last. Just finding food will feel more intense than living for years in a pre-made pretense. Those who just do what everyone does, those who just judge and don't start a fuss, they won't understand us, and that feels so right. While they dim away, we are living tonight.
Let's be born again, just like Bonnie and Clyde. Leave all behind, let us brush it aside. Death might come in a day or a year. Whenever it finds us, I'll hold you, my dear. People will say there'll be no happy end, but for them there's none, as they just pretend. They're smiling away a 9-to-5 life. Their rotting suburbia just swallowed their drive. Each moment we live will be our best, no matter how many when we're laid to rest. We'll be assured we got all we could get, better than decades of boredom and sweat. If future young souls will be searching in need, they'll be inspired, perhaps even free.